Yeah, it's Xerox Live. Chat, das wird ein Spaß. A bis Z Challenge, Kalista in der Botlane. 0 zu 5 Minute 7, trotzdem schreibe ich All Plan. Ich spring wieder rein und der Gegner sagt Free. Und mein Jungler mutet nicht direkt nach dem dritten Death irgendwie. Kalista hoppt durch die Lane wie ADHS. Meine Spears treffen nix, doch ich spam noch an the back. Chat, schreib Stop, doch Xerox Flash wieder rein und er sagt nur Trust me Bro, gleich carry ich das Game. Ich lock Kalista ein, direkt schlechtes Gefühl. Doch der Zufallsgenerator sagt mir den Champ vor, also spiel ich dieses Spiel. Support fragt nach dem Loading Screen. Du kannst den Champ doch. Ich schreib ja safe, Bruder, ich lüge komplett hardcore. Hast du Wave schon verloren, ich misier den Einzelnen in CS. Doch ich spam trotzdem Mastery, als wär ich wirklich impressed. Enemy Botlane sieht mich und denkt, das wird heute leicht, weil ich bei jedem schlechten Trade noch aggressiver reingehe. Speere fliegen random durch die Luft wie Warnschüsse. Mein Damage komplett illegal, leider nur gegen Büsche. 0 zu 4 nach 6 Minuten, doch ich call noch den Drake. Während mein Team sich fragt, ob ich absichtlich so spiel. Play safe ADT, doch ich höre no going. Spring nach vorne wie ein Psycho. Bin tot, bevor ich drück. Chat komplett am eskalieren. Bro, das ist nicht echt. Doch ich sag, Das war calculated. A bis Z Challenge, Kalista in der Botlane. 0 zu 5 Minute 7, trotzdem schreibe ich All Plan. Ich spring wieder rein und der Gegner sagt Free. und mein Jungler mutet nicht direkt nach dem dritten Death irgendwie. Kalista hoppt durch die Lane wie ADHS. Meine Spears treffen nix, doch ich spam noch on the best. Chat, schreib Stop, doch Xerox Flash wieder rein und er sagt nur Trust me Bro, gleich carry ich das Game. Chat, wenn ich einmal ein Item hab, ist vorbei. 3 Sekunden später. Enemy Double Kill. Mein Support läuft unter Tower und bewegt sich einfach nicht. Er hat innerlich akzeptiert, diese Lane wird heute nix. Jungler komm, Botlane runter, sieht mein KDA. Dreht sich kommentarlos um und geht direkt wieder weg. Top Lane schreibt Report NED. Mid Lane schreibt nur FF und ich steh 182, doch denk immer noch winnable. Fähigkeit perfekt, gegen die Wand. Spring in jedes Skillshot wie magnetisch angezogen. Kalista sieht bei Pro so krank aus. Bei mir sieht's aus, als hätte Mein WLAN Drogen genommen. doch der Chat bleibt aber jede Runde schlimmer wird. Jeder wartet nur gespannt, welcher End als nächstes passiert. Und irgendwie hat das Unterhaltung, wenn alles komplett zerfällt. Denn Xerox feedet zwar hardcore, aber wenigstens mit Selbstbewusstsein. Kind of. Minute 12, ich hab Berserker und sonst leider nicht. Doch Xerox sagt Chat, jetzt beginnt der Main Character Arc für mich. Ich seh den gegnerischen ADC allein 2 Pixel im Volk. Vielleicht direkt über die Wall, Bruder, natürlich war noch der Rest vom Team. Kalista hoppt hektisch rum wie auf 3 Liter Energy. Ich hopbocke so schlecht, das sieht aus wie Keyboard Democracy. 30 Spears im Tank und ich schwör gleich One-Shot ich ihn safe. Dann drück ich zu früh und mach gefühlt einfach gar kein Damage. A bis Z Challenge, Kalista in der Botlane. 0 zu 5 Minute 7, trotzdem schreibe ich All Plan. Ich spring wieder rein und der Gegner sagt Free. Und mein Jungler mutet mich direkt nach dem dritten Death irgendwie. Kalista hoppt durch die Lane wie ADHS. Meine Spears treffen nix, doch ich spam noch on the best. Chat, schreib Stop, doch Xerox Flash wieder rein und er sagt nur Trust me Bro, gleich carry ich das Game. Wach und Fight, Minute 30, alle schwitzen Game. Komplett hart mein Team versucht zu pehlen, ich spring einfach übertrieben. Hab ich Seelen low als Space Support und denk, den hol ich mir jetzt easy. 3 Sekunden später Grayscreen und mein Team wird komplett deleted. Im Chat nur wieder die Worte ADC Diff. Und ich antworte Lag, Obwohl wir beide wissen, dass ich einfach wieder komplett reingelaufen bin. A bis Z Challenge, Kalista bis zur Untergang. Jede meiner Interaktionen endet wie ein Autounfall. Ich spring wieder rein und der Gegner sagt Free. Und der ganze Twitch-Chat spannt nur noch Best, ADCIUW. Und LP am Maximal Content, jede Runde neues mentales Experiment. Und wenn mich einer fragt, warum ich sowas spiel, Sag ich nur, frag den Zufallsgenerator. Der Nexus explodiert, mein Team komplett zerstört. Support schreibt nie wieder. Jungler hat mich schon geblockt. Der Twitch-Chat komplett toxisch. Doch gleichzeitig maximale Entertain. Bring jede Runde mit Xerox. Fühlt mich an wie Scripted Pain. Mein ADA sieht aus wie Bean der Oat. Mein Damage straft wie ein Witz, doch ich geh direkt ins nächste Game. Weil mentale Stabilität overrated ist. Völlige Satire. Uff. Es folgt nun völlige Satire. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das findet. Yeah, it's Xerox Live. Chat, das wird ein Spaß. A bis Z Challenge, Kalista in der Botlane. 0 zu 5 Minute 7, trotzdem schreibe ich All Plan. Ich spring wieder rein und der Gegner sagt Free. Und mein Jungler mutet nicht direkt nach dem dritten Death irgendwie. Kalista hoppt durch die Lane wie ADHS. Meine Spears treffen
Xerox Flash wieder rein und er sagt nur trust me bro, gleich carry ich das Game. Ich lock Kalista ein, direkt schlechtes Gefühl. Doch der Zufallsgenerator sagt mir den Champ vor, also spiel ich dieses Spiel. Support fragt nach dem Loading Screen. Du kannst den Champ doch. Ich schreib ja safe, Bruder, ich lüge komplett hardcore. Esto Wave schon verloren, ich misier den Einzelnen in CS. Doch ich spam trotzdem Mastery, als wär ich wirklich impressed. Enemy Botlane sieht mich und denkt, das wird heute leicht, weil ich bei jedem schlechten Trade noch aggressiver reingehe. Speere fliegen random durch die Luft wie Warnschüsse. Mein Damage komplett illegal, leider nur gegen Büsche. 0 zu 4 nach 6 Minuten, doch ich call noch den Drake. Während mein Team sich fragt, ob ich absichtlich so spiel. Play safe ADT, doch ich höre no going. Spring nach vorne wie ein Psycho, Bin tot, bevor ich drück. Chat komplett am eskalieren. Bro, das ist nicht echt. Doch ich sag, Das war calculated. A bis Z Challenge Kalista in der Botlane. 0 zu 5 Minute 7, trotzdem schreibe ich all plan. Ich spring wieder rein und der Gegner sagt free. und mein Jungler mutet mich direkt nach dem dritten, der ist irgendwie. Kalista hoppt durch die Lane wie ADHS. Meine Spears treffen nix, doch ich spam noch on the best. Der Chat schreibt Stop, doch Xerox Flash wieder rein und er sagt nur trust me bro, gleich carry ich das Game. Chat, wenn ich einmal ein Item hab, ist vorbei. 3 Sekunden später, Enemy Double Kill. mein Support läuft unter Tower und bewegt sich einfach nicht. Er hat innerlich akzeptiert, diese Lane wird heute nix. Jungler komm, Botlane runter, sieht mein KDA, dreht sich kommentarlos um und geht direkt wieder weg. Top Lane schreibt Report NEC. Mid Lane schreibt nur FF und ich steh 182, doch denk immer noch winnable. Fähigkeit perfekt, gegen die Wand, schwing in jedes Skillshot wie magnetisch angezogen. Kalista sieht bei Pro so krank aus. Bei mir sieht's aus, als hätte Mein WLAN Drogen genommen. doch der Chat bleibt aber jede Runde schlimmer wird. Jeder wartet nur gespannt, welcher End als nächstes passiert. Und irgendwie hat das Unterhaltung, wenn alles komplett zerfällt. Denn Xerox feedet zwar hardcore, aber wenigstens mit Selbstbewusstsein. Kind of. Minute 12, ich hab Berserker und sonst leider nicht. Doch Xerox sagt, Chat, jetzt beginnt der Main Character Arc für mich. Ich seh den gegnerischen ADC allein 2 Pixel im Volk. Vielleicht direkt über die Wall, Bruder, natürlich war noch der Rest vom Team. Kalista hoppt technisch rum wie auf 3 Liter Energy. Ich bocke so schlecht, das sieht aus wie Keyboard Democracy. 30 Spears im Tank und ich schwör gleich One-Shot ich ihn safe. Dann drück ich zu früh und mach gefühlt einfach gar kein Damage. A bis Z Challenge Kalista in der Botlane. 0 zu 5 Minute 7, trotzdem schreibe ich all plan. Ich spring wieder rein und der Gegner sagt free. Und mein Jungler mutet mich direkt nach dem dritten Death irgendwie. Kalista hoppt durch die Lane wie ADHS. Meine Spears treffen nix, doch ich spam noch on the best. Chat schreibt Stop, Stop. doch Xerox Flash. wieder rein und er sagt nur trust me bro, gleich carry ich das Game. Baron Fight, Minute 30, alle schwitzen Game. Komplett hart mein Team versucht zu peelen. Ich spring einfach übertrieben, hab ich Sehnen low als Space Support und denk, den hol ich mir jetzt easy. 3 Sekunden später Grey Screen und mein Team wird komplett deleted. Im Chat nur wieder die Worte ADCD. Und ich antworte lag, Obwohl wir beide wissen. dass ich einfach wieder komplett reingelaufen bin. Ja, Mann. Challenge Kalista bis zur Untergang. Jede meiner Interaktionen endet wie ein Autounfall. Ich spring wieder rein und der Gegner sagt free. Der ganze Twitch-Chat spannt nur noch best, alle CIUW. LP am Maximal Content, jede Runde neues mentales Experiment und Ich glaube, ich bin der beste TF-EUW. Frag den Zufallsgenerator. Der Nexus explodiert, mein Team komplett zerstört. Support schreibt nie wieder. Jungler hat mich schon geblockt. Der Twitch-Chat komplett toxisch. Doch gleichzeitig maximale Entertain. Denk jede Runde mit Xerox. Fühlt sich an wie Scripted Pain. Mein KDA sieht aus wie Bean der Old. Mein Damage graf wie ein Witz, doch ich geh direkt ins nächste Game. Weil mentale Stabilität overrated ist. So, Chat. Einen wunderschönen guten Abend. Heute bin ich kamerascheu. Und deshalb machen wir heute einen Podcast. Nicht nur EUW Glaube World. Du sagst es. Hi Lucky, hi Jongschen und hi Marci. Wie geht's euch? Willkommen im Stream. Heute Party Sound. Nach dem Banger-Song. So.
Mal die Musik ein bisschen leiser, sonst, ey. Sonst sind wir schon auf 180, bevor wir angefangen haben. Ey, ich hoffe, ihr hattet noch ein wunderschönes Wochenende. Ihr konntet euch gut erholen, seid gut in die Woche gestartet. Ich habe schon wieder so viel gearbeitet die Woche, dass ich schon wieder einfach nur das Gefühl habe, hey, weißt du was? Es wird Zeit für Weekend. Ich denke mal, da spreche ich den einen oder anderen aus der Seele. Ich freue mich auf dem WM. Auf dem WM freust du dich? Ich finde dem Deutsch sehr gut für diese Level. Ja, League Grind war real, ey. Du sagst es, ich habe am Sonntag auf meinem Main-Account habe ich League gespielt. Ich bin verzweifelt. Aber du, so ist das Leben halt. Und Jungchen, wie weit bist du? Konntest du ein bisschen climben? Bist du ein paar Level hochgestiegen? Paar Elos, Bro, Levels, ey, oh. Ich hab ein Durcheinander. Das hier ist Liga der Legenden. Ja, klar, hat auch einen guten Duo-Partner. Mit wem hast du gezockt? Gold, nice. Wer ist eigentlich dein Twitch? It's Xerox Live, Bro. So heißt der Account. Auch dafür keine 15 Jahre. Hey! Hallo? Jungchen, ich sag's dir. Du brauchst nur 14,5 Jahre. Hey, wisst ihr, was wir jetzt noch kurz machen werden? Also, ich habe ja zwar angekündigt, es gibt da nebst League of Legends A bis Z gibt es noch eine Thematik, die ich besprechen möchte. Ich war jetzt noch kurz kacken und jetzt fühle ich mich halt freier. Und ich glaube, wir belassen es bei dem Thema wie folgt. Und zwar kann ich einfach nur sagen, dass ich enttäuscht bin, dass dieser Trash-Talk-Shitstorm oder nicht Shitstorm, diese 0815 RTL YouTube Deutschland Geschichte auch ein bisschen auf die Schweiz abgekupfert hat. Und dass also die ein oder andere Parallelen zu gewissen Leuten besteht. Dagegen habe ich mich halt sehr stark gewehrt, dass das überhaupt möglich wäre. Und vor allem, wenn man der Person eigentlich gar nichts getan hat. Also, ich kann es nicht nachvollziehen. Also, mich hat es ja nicht so schlimm getroffen wie andere Creator-Kollegen. Und das finde ich ein bisschen schade. Oder wie Manuelsen sagen würde: Ich habe gar nichts gemacht. Gar nichts. Ich habe nur eine Bier getrunken. Ah nein, das ist nicht Manuelsen. Ich habe gar nichts gemacht, nur eine Bier getrunken. Ja, das ist ein bisschen schade. Aber hey, deshalb, ich will das irgendwie, ne? Der Broski, den es betrifft, der hat mich leider geblockt. Ich hätte gehofft, dass wir vielleicht das Thema irgendwie noch ausdiskutieren können. Warum, wieso, weshalb. Findet nicht statt, dafür wird im Hintergrund irgendwelche Filme geschoben. Ach, ich verstehe es nicht. Dann höre ich wieder was über 20 Millionen Umwege. Bro, wenn du ein Problem hast, komm doch einfach zu mir, Leute. Also was will ich euch da mitgeben? Wenn ihr mit jemandem meinungsverschieden was, du wirst von einem anderen Stream getrasht oder verstehe ich das falsch? Hey, es ist, ja, so in die Richtung. Es ist wirklich,
Ich werde hinterrücks, weil ich loyal zu meinen Leuten bin, werde ich geghostet von einem Creator, der, mit dem ich es eigentlich relativ gut hatte und mit dem wir uns eigentlich sehr, sehr gut verstanden haben, auch auf Events und so. Und 0, plötzlich, ich meine, ich habe ja sogar mit ihm konkrete Pläne geschmiedet. Das habe ich einfach blockiert, löscht und keine Ahnung was. Und eine Streamer-Kollegin halt irgendwie so in den Dreck ziehen will und keine Ahnung, überall schlecht reden will. Und mich irgendwie damit reinziehen will oder mich assoziiert, weil ich gut bin mit gewissen Leuten, dass man dann irgendwie muss irgendwas starten oder nicht oder mich blocken und nicht mit mir reden will, aus dem heiteren Himmel, so als ob dir ins Gehirn gesagt hat, ey, der ist böse. Ja. Finde ich halt schade. Da sehe ich halt, ich habe keine Ahnung, wie der Sinneswandel gekommen ist. Ich höre einfach über andere Creator Sachen, Aussagen, die ich so nie getätigt habe oder gegen andere Leute, die ich nie getätigt habe. Ja, es ist ein Kindergarten, deshalb, ich will eigentlich dem Thema gar nicht viel widmen. Ich will einfach euch auf den Weg geben, wenn ihr ein Problem mit jemandem habt, dann ist es das Beste. Ihr versucht es mit der Person selber zu regeln und nicht über zig Ecken. I mean, wir sind erwachsen. I mean, klar bin ich vielleicht oder allgemein, wenn ihr eine Person habt, die ein bisschen impulsiv ist, es ist besser, ihr sagt der impulsiven Person die Wahrheit, anstatt dass sie es hinten drum herfährt, weil impulsive Personen neigen dazu, wenn sie es hinten drum erfahren, dass dann dampft es, ne? Und ich finde einfach, wenn ihr mental irgendwie mit euch zu kämpfen habt, dann ist es nicht verkehrt, professionelle Hilfe zu holen, anstatt irgendwelche Leute die Schuld zu geben und die irgendwie versuchen runterzuziehen oder neidisch zu sein. Es hat gar keinen Sinn. Ne? Das ist so einfach kurz angeschnitten. Für mich ist Case closed. Ich hoffe, da kommt auch nichts mehr. Weil wenn da was kommt, ne, dann holla die Waldfee, dann. Ne. Ich hoffe es einfach mal, es ist durch. Ich hatte es heute einfach abgefuckt. Ich hatte es die letzten Tage abgefuckt. Also es hat mich wirklich, keine Ahnung, mich triggert das einfach, weil da kommen mir einfach so 15-jährige Moves in den Kopf und ach, come on, Bro. I mean, ich wollte dir auch noch ein Angebot machen für deine Zukunft, dass es dir vielleicht zukünftig besser geht. Ich wollte dir auch helfen aus dem Loch. Dass du dann 0, plötzlich, ach komm. Anyways, Case closed. So. Denkst du, es ist besser auf PC zu wechseln, wo man auf PS ist? Ey, Marci, ich habe viele Jahre, weil ich bin immer noch PlayStation-Spieler auch. Ich habe viele Jahre auf dem Laptop gezockt, über 15 Jahre. Meine Erfahrung ist einfach, meine Feststellung ist, dass du auf dem PC viel mehr Möglichkeiten hast. Also ich bin zufrieden, ich bin happy mit PC. Ich mag das. Ich feiere es. Ich werde in Zukunft weniger Spiele auf der Konsole zocken. So ein paar Autorennspiele und so sind okay. Aber hey, auf dem PC ist wirklich viel, viel geiler. Hey, ich kann es dir nur empfehlen. Ich kann es dir wirklich nur empfehlen. Wenn du mal Geld in die Hand nehmen willst, hol dir einen PC. Du wirst sehr viel Freude damit haben. Trust me, Bro. So, also. Bevor wir in die A bis Z Challenge rein. Hast du jetzt Weißgeld? Unterm Schwarzgeld, ja, habe ich Weißgeld. Ich habe meinen Laptop verkauft. So, ich möchte euch noch was zeigen. Und zwar wird ein neuer Champion announced. Jetzt muss ich nur mal schnell schauen, wie kriege ich das hin hier. So. Genau, ohne Cam. Gut, da haben wir Chat im
Chat Dingens drin. Null. Null Chat im Chat. Chatception haben wir da. So, also. Ich denke mal, wir gucken uns das kurz an. Der neue Champion heißt Locke. Da habe ich jetzt mal kurz. Warte mal, ich muss da noch das hier starten. So. Und zwar, wir gehen rein, schauen uns kurz mal an, was dieser Locke kann. Er wird, glaube ich, mit dem neuen Patch kommen, I guess. Ich glaube nicht, dass der noch schon drauf ist. Und wir schauen uns das an. Intense occult training, Locke became an expert at tracking down monsters and purging their evil without hesitation. Fearless in the face of danger, with no tolerance for the guilty, Locke is on Alter, die haben. a mission to make the world a more honest place. One exercise Das sieht schon ein bisschen aus wie so ein Dingens, wie so Pokéball. Also das hier sieht aus wie Pokéball. mission to make the world a more honest place. One Einfach Pokémon eingefügt. in-game, Locke is an AP assassin who turns early skirmishes into major advantages, snowballing into a devastating weapon against squishy enemy targets. Moment einmal. Ein AP Assassin. Digga, was? Der Sheen Exorcist, okay. Lock in, mid laners. Welcome to the Locke Champion Spotlight. Okay, was kann er? Let's start with Locke's passive Silver Stake, which empowers his auto attacks with bonus damage on hit. Silver Stake's damage increases based on the enemy's missing health, enabling him to deal more damage to weakened foes. Okay, das hat was von wegen Dingens, von wegen Warwick. Passive, glaube von W. Je weniger Leben der Gegner hat, umso mehr Schaden machst du. Das ist ja eigentlich insane. Das Video lauter machen. Ey, sicher. Ich hoffe, jetzt ist besser. Locke's Q is Ritual Nails. He throws a nail forward, damaging, marking, and slowing all enemies hit. He can recast. Also warte mal, hier die Q. Locke's Q is Ritual Nails. He throws a nail forward, damaging, marking, and slowing all enemies hit. He can recast this ability twice more before going on cooldown. With the Okay, das heißt, du kannst Q dreimal usen improving hintereinander. on enemies with more marks. Attacking a marked enemy consumes the Ritual Nails, dealing significant damage per stack. Oh, das hört sich ein bisschen nach Wayne an. Also man stackt. Ritual Nails pierce, allowing you to get stacks on multiple enemies simultaneously. Be sure to aim them properly to maximize your damage. Next up, Oh mein Gott, also man kann die Q dreimal stacken auf mehrere Gegner und wenn man sie dann auto-attackt, macht man noch mehr Damage. Es ist einfach crazy Wayne Attack, Auto-Attack des Grauens. Und High Till. Ja, es funktioniert jetzt perfekt, danke. is Locke's W, Soul Ignition, which increases his movement speed, decaying over a few seconds. While active, Locke suffers true damage based on his current health every second. When the ability ends or is recast, Locke heals based on the champion damage taken, including self-damage, his missing health, and how long the ability was active. Soul Ignition can be recast while crowd control, so even if you're out of other options, make sure to heal back up before your opponent. Alter, das ist ja asozial. Das heißt, man geht mit W in einen Fight rein, kassiert relativ viel Damage, dann aktiviert man W und dann hat man wieder Full Life. Digga. Send you to an early grave. Every assassin needs a way to stick to their target. Locke's E, Ashen Pursuit, lets him blink, dealing damage around him upon arrival. After casting, Locke's next attack will trigger a dash toward his target, damaging all enemies in his path. Ashen Pursuit also consumes Ritual Nail stacks just as Alter, mit dem kannst du ja so krass Last hitten im E. basic attacks would. Ashen Pursuit's dash is a fixed distance, so keep your positioning in mind when hunting down your foes. Whenever Locke secures a takedown, Ashen Pursuit's cooldown resets, allowing you to keep staking your claim across the enemy backline. Oh mein Gott. Alter, ich glaube, ich werde Assassin Main, wenn der kommt. Ey, Alter. Du kannst E machen. Gegner, wenn du den Gegner tötest mit E, kannst du einfach wieder aktivieren.
Und stell dir das vor, die E mit der W zusammen, das Combo. Digga, du hast einfach Maximum Leben. Dann noch Omnivamp, dann hielst du dich doch hoch und... Bro! Ich hoffe, die W hat einen riesen Cooldown. Finally, Locke's ultimate is Purgatory. He throws his totem, which fires out to damage and slow enemies in that area. The totem stays open for several seconds. During that period, afflicted champions are executed if they drop below the health threshold, whereupon their souls are pulled inside the totem. Alter, ne Execute-Ult. Meint ihr das ernst? If any souls were trapped, the totem seals itself and remains where it was thrown at the end of its duration. Locke can pick it up to partially refund Purgatory's cooldown and gain a permanent bonus for each afflicted champion who was killed. Purgatory's debuff is time-based, not distance-based. Run as far as you want, but if you're brought low while the totem is active... Alter, du hast keine Chance zum Entkommen. Oh no, Execute, sagt der Azul Main. Alter. There is no escape. Fun fact. Kein Escape. Imagine, ich fighte mit ihm, mit Azul, der macht einfach Ulti an, wenn ich trotzdem Dragon Airlines buche nach Base. Nach einer gewissen Zeit, niet, du hast zu wenig Leben, Death. Abilities like Yasuo's Wind Wall can't block the incoming totem toss, but they can interact with the missile it throws upon landing. Just a little detail that'll help you nail down players who don't know any better. You're welcome. Locke needs to be aggressive early and often to become a major threat. Look for Aggressive early, Bro, der wird das ganze Game aggressive sein. opportunities to secure 3 ritual nail stacks and massively slow the enemy laner, especially if they're overextended in the laning phase. Time your Ashen Pursuit dash to cut off their escape route. Soul Ignition allows Locke to go all in on high-stakes plays. Use W to gain the movement speed needed to tower dive. Stay in the fight as long as you can, and recast the ability just in time to heal back up and survive the encounter. Ja, Tower Diven auch kein Problem für den Bre. Early in the game, Locke has the damage and mobility he needs to take punishing trades against tankier champions. But Locke's damage doesn't scale off max health, so defensive items in the mid to late game can greatly hinder his kill potential. Use Okay, also sie sagen, du hast mehr Chance, wenn du Tank spielst. Das heißt, wenn jemand lockpickt, einfach Galio instant loggen oder Z oder so und dann passt das. Purgatory and Ashen Pursuit resets to chain kills off their squishier teammates before taking them on. Bro, wie lange bleibt die Ult aktiv? Relatively fragile and weak to crowd control. Coordinated ganks can punish his early aggression, and he'll struggle to get value from ritual nails if you approach him from different angles. However, if you leave Locke unmarked or take unnecessary risks in the laning phase, you'll have a hellish game ahead of you. Ja, Riot. Danke. Danke, dass ihr wieder einen Champion macht, der maximum überpowered ist, der irgendwie über alles reindashen kann, der alle executen kann. Und ja, geil. Finde ich nice, Riot. Wirklich toll von euch, dass ihr euch so große Mühe gebt und wieder einen overpowerten Champion rausbringt. Gut, es kann natürlich sein, dass der Vimel einfach so broken sein wird, dass man ihn einfach trotz seiner Power und alles einfach nicht spielen kann. Was meint ihr, Chat? Was haltet ihr von Locke? Würdet ihr den spielen? Aber welche der letzten Champions hat nicht viel Dashes, Executor, krassen Passiven? Ja. Ja. Zahin. Mel. Ja. Frage ist, wie overpowered ist er wirklich? Er ist Nahkämpfer mit Dashes, die hauptsächlich nur offensiv sind. Ja. Da musst du einfach Mage, Range oder Tank spielen und dann hast du eigentlich relativ gute Chancen, dass du gegen ihn viel ausrichten kannst.
Und ja, ich vermute mal, das wird dann der beste Counterpick sein. Also gegen so eine Kata zu spielen, wäre also Locke gegen Kata wäre für Kata ekelhaft. Akali hätte auch Riesenprobleme, weil ich das Gefühl habe, da Akali relativ viel Dingens relativ nahe kommen muss. Das ist, glaube ich, so das Ding. So, Chat. Wir haben den neuen Champion gesehen. Locke wird kommen. Ich freue mich drauf. Ich werde ihn auf meinem Main sicherlich freischalten. Ich will kein Feedback geben, Riot. Ihr macht das schon gut oder ihr seid einfach schlecht. Ja. Ich würde mal sagen, Chat, wir gehen rein in die A bis Z Challenge. Kommt der eigentlich mit nächsten Patch, I guess. Also wir sind ja immer noch im Patch 16.12, I guess. Ja, 16.12 sind wir. Und ich glaube, der wird nächsten Patch hinzukommen. Also normalerweise ist immer so um den Dreh rum. Und der letzte Patch, wie alt ist der? Gestern kam der nächste Patch raus. Ah, da können wir auch mal kurz schnell reinschauen in die Patch Notes. Also eigentlich Huawei, Jax, Buff, Syndra, Tristana, Yumi, Aatrox, Gwen, Silas, Teleport Adjustment, ja. Gucken wir mal hier, was steht denn hier so? Aha. Duo-Beschränkungen für die höchsten Ränge. Aha, damit man nicht mehr MMR boosten tut. Aatrox, mehr Schaden. Gwen, noch mehr Schaden. Geil. Huawei, mehr Schaden, Bro. Der ist schon gefühlt overpowered. Jax Q kostet weniger. E macht mehr Schaden. Bro. Crazy. Nocturne haben sie 29. Juli erst? Season 2, Arc 2. Okay, ich dachte, das wäre nächster Patch, Bro. Egal. Dann ist es so. Dann dauert es noch ein bisschen. Okay. Nevermind. Orianna hat weniger Leben, weniger Passive. Ryze weniger. Silas weniger. Silas hat mehr, ne? Ja, Silas macht mehr Damage. Okay, ja, Teleportation. Du bekommst eine Teleportation. Jeder bekommt eine Teleportation. Auch nach der Einführung der Dragon Quest beobachten wir weiterhin, wie die Gameplay-Fantasien von Spielern auf der oberen Lane, die keine Kampfbeschwörerzauber verwenden möchten, durch die verbesserte Zone weiter gefördert werden. Du hast mehr Shield, aber kürzer. Okay. Nevermind. Ah. Ich Idiot. Ich hab's euch ja gar nicht gezeigt, die Patch Notes. Lull. So. Aber ihr seht ja den Counter da unten. 64. Ich denke mal, bevor wir 6-7 erreichen werden, müssen wir wieder die Katze, oder? Nein, die Katzen habe ich draußen. Die sind bei meiner Freundin. Dann kann ich die Türe zumachen, sonst würde es erstens sie stören, zweitens die Katzen werden die ganze Zeit bei mir. Aber wir machen jetzt folgendes, Chat. Wir machen noch ein paar Liegestütze. Ich habe zwar erst vor einer Stunde oder so gegessen, aber hey, Syndra und Silas Buff lieben wir. Ja, ich schwör's dir, das ist genau das, was wir brauchen von Riot. Genau das und nicht anders. So, jetzt gibt's wieder ein paar Liegestütze. Wir sind bei 69. Ich muss da ein bisschen runterkommen. 64.
So, schon besser. Uff. Alter. Mit noch halb vollem Magen. Puh. Boah. Boah. Und ja gleich wieder der Salat hoch. Also du brauchst den Syndra und Zillos Buff, Lucky, oder wie? Habe ich das richtig verstanden? 1, hab mitgezählt. Also wir setzen den Timer auf 1, das meinst du damit? Ich hab 63 Liegestütze gemacht. Lucky hat mitgezählt. 25 weniger, das sind nur noch 39. So. Ich habe nur eine richtige gezählt. Wem ich wieder Chat heute hops nehmen will. Nur weil ich 1,13 TF gegangen bin, heißt das nicht, dass ich nur eine Liegestütze hingekriegt habe. Yes, genau. Genau. Pro Def eine Liegestütze mehr. Das ist so der Plan. Hey Till, danke nochmals für letztes Mal einstellen. Ne? Danke, dass du die Zeit hattest. Richtig stabil. Props an Till, an Sir Graf. Schaut mal gerne vorbei, wenn ihr Bock habt. Aber nur, wenn ihr langweiliges Gameplay haben wollt. Nein. Ja, nur Spaß, Bro. So. Also, A bis Z Challenge, Leute. Wir sind bei Seju. Wir müssen Seju spielen, da Jax gebannt worden ist letztes Mal. Deshalb sind wir bei der A bis Z Challenge. Bei Seju. A bis Z Challenge machen wir folgendermaßen. Jedes Mal müssen wir mit jedem Champion ein Win und einen Kill holen mindestens. Dann dürfen wir den Champion switchen. Der Randomizer sagt, welcher Champion. Sollte der Champion gebannt werden, müssen wir auf Bann drücken und dann müssen wir einen neuen Champion spielen und mit dem Champion das erreichen. Nein, Lucky, mit Jax geht's nicht weiter. Das habe ich in dem Tool habe ich nicht, also in dem Tool, was ich hier mir selber geschrieben habe, habe ich nicht die Möglichkeit, hier, weil er gebannt ist, hier irgendwie aufs Abstellgleis zu legen. Das bedeutet, jetzt geht's mit Seju weiter und Jax ist hier in dem Pool wieder. Hier. Ja, das ist unlucky, aber das sind halt so die Herausforderungen der Challenge und macht es auch ein bisschen spannender, habe ich das Gefühl.
Es gibt es gibt größeren Pain in das Ganze rein. So, also. Jungle Seju, ne? Was willst du als Seju nicht im Jungle haben? Du willst keine Bell Wef haben. Alles was Mobility ist nicht so nicht so gut für dich. Nicht so gut für mich. So. Okay. Okay. Lilia, ach nein, Alter. Bitte nicht Lilia. So. Am Gegnerteam Fiddle, Lilia, Nasus, Israel. Das ist ein Ding. Okay, ja, lassen wir mal so. Dann als First Item halt Heartsteel und Ninjas. Und Bending Despair. Da habe ich ganz drauf an, was wir jetzt im Jungle. So, vielleicht haben wir ja Glück und dann in den nächsten paar Runden kriegen wir vielleicht Jaximus Maximus wieder. So. Chat, morgen geht's los mit der Weltmeisterschaft. Ich weiß nicht, ob ihr die mitverfolgen werdet oder nicht, aber ich werde versuchen, so gut es geht, die Spiele anzuschauen, die halt am Abend sind. Und das, was man halt nicht schauen kann, werde ich mir als Highlight anschauen. Ich hoffe wirklich, dass da nicht irgendwie, keine Ahnung, dass noch irgendwie ein Riesenskandal da erscheinen wird und I don't know. Ja. Also das könnte schon, ja, also das wäre, wenn ich so ein bisschen wieder anschauen, was für Nebenschauplätze das es da gibt, dann ja, müsste man eigentlich die WM komplett canceln. Aber hey, das haben wir, glaube ich, auch bei Katar schon gesagt. Katar war sehr gut. Amerika, naja, ist halt Amerika. Ja, mal schauen. Ich habe jetzt mal getippt, dass Spanien Weltmeister wird. Wow, ich krieg schon übelst Damage. Naja. So.
Let's go. Ich tippe mal, wir könnten Glück haben. Setsu ist man einfach sehr, sehr langsam im Jungle. Das könnte ein Riesenproblem werden für uns. Gegen Lilia, die halt sehr mobil ist. Ach man, Vega, for real. Das solltest du ja eigentlich schaffen. So, Botlane mit Fiddle Support finde ich schon wild. Sagen. Finde ich wirklich wild. Wir verneigen uns vor niemandem. Da ist eine Weltkotze. Macht ordentlich Damage, der Dude. Hat jetzt kein Flash geused. Naja. Wie gesagt, Chat, ich habe getippt, dass Spanien Weltmeister wird. Ich denke mal, das ist nicht so abwegig. Ja. Was sagt ihr dazu? Haben wir hier Fußballer unter uns? Also ich weiß, irgendwie Eishockey haben wir. Aber ob wir Fußballer unter uns haben, weiß ich nicht. Ich werde nicht schauen, aus dass sie spielen in Kanada. Kansas zu Amerika, Bro. Wild. Also ich verurteile dich nicht dafür. Ich kann es nachvollziehen. The hell? Wie gut es geht. Vayne verliert gegen Nas, das ist crazy. Crazy, dass er gegen Nasus verliert. Botlane pusht eigentlich relativ gut rein. Ja, also es ist schon krass, was der Dude macht. Also ich meine, es wird nicht langweilig auf der Welt mit ihm, aber ich denke mal, wir sind, glaube ich, uns alle einer Meinung, dass da nicht viel Gutes jetzt in seiner zweiten Amtshandlung entstanden ist. Also bis jetzt relativ viel Skandale, Mist, der am Laufen ist, ne, also ich verfolge die Politik ja nicht aktiv, aber was ich so ein bisschen mitkriege oder was ich selber erspüre, das ist, ach, oh je. Aber du, hey, ich bin kein Politiker, ich kann das nicht gut einschätzen. Ja, you know, da gibt's andere Experten, andere Channels, die das besser können wie ich. Aber wie gesagt, hier geht es ja nicht um Politik, jetzt geht es um League, hier geht es um eine gute Zeit zu haben. Leider halt Fußball, ein Sport, den ich feiere, der halt jetzt in einem Land ist, wo jetzt halt relativ viel Politik und Sachen am Start sind, die halt ja nicht so geil sind. Ich kann den Drake nicht fighten. Knechtschaft hat nichts mit Stärke zu tun. Maybe, kann ich schon. Ich werde mich nicht hinter dem Schild eines anderen verstecken. Sehr gut.
Scheiße, Mann. Naja, da habe ich nicht gut geswappt. Aber wir haben immerhin den Drake, den Ezreal holen wir auch noch. Schöner Double. Die Vayne steht einfach schon 2-0 behind. Ich verstehe es nicht. Die Lilia, ja, die Lilia ist nicht schlecht drin. Und ja. We will see. Futter für meinen Keiler sein. Hoffen wir mal, wir kriegen das noch rum. Jetzt steht es 3-6. Vorwärts! Ich glaube, hier unten hole ich mir wieder. Wer bescheiden ist, geht leer aus. Ja, ich wollte nur beschäftigen hier. Chill, chill, chill. Wir kämpfen, während 3-0, Bro. 3-0. 0-3 steht er. Ja, Midlaner sind das A und O, habe ich das Gefühl. Und ja, das spreche ich als schlechter Midlaner. kein Erbarmen. Kann ich Krabbe, ich muss Voids. Ich habe einen Smite ready, das heißt, wir könnten eine Void stehlen, wenn Lilia da. Mein Keiler ist Lilia ist dran. Geht doch. Ein Void konnten wir stehlen. Lilia down. Nice. Läuft. Stark gespielt, Legende. Nicht, der so schlecht ist. Der 1-13 TF, ne? Aber ich glaube, es ist auch wichtig für die Moral, dass wir ein Zeichen setzen, dass wir als Jungle nicht komplett lost sind. Nur teilweise lost. Ich denke mal, das gibt dem Team auch schon frischen Wind. Wenn die nämlich sehen, oh, Seju, och nein, bitte nicht. Sehr schön. Und die Vayne holt jetzt endlich. Oh. Ich habe in letzter Zeit so viele schlechte externe Toplaner gesehen. Das Play war super. Danke, danke. Ich habe dazugelernt. Auf deinen Input hin mit zuerst die E usen und später erst die Ult. Ja, die Vayne ist down. Lilia kann mit einer Kugel, ja, logisch. Dass sie das macht. Also Yongchen ist 10 von 10 als Xerath-Player. Ja? Theoretisch müsste ich die Krabbe holen, ja. Ja, die ist noch da, sehr gut. Kämpft oder macht Platz für jene, die es tun werden. So, die Krabbe war wichtig. Artstil können wir holen. Hier wurde gewordet. 10 von 10, der hat eine Winrate von 17 auf seinem Gem und gewinnt dann, weil sein Gegner runterrennt. Hey, jeder hat mal so angefangen, ne? Knechtschaft hat nichts mit Lilia ist da.
I need help. Ich werde mich nicht hinter dem Schild eines anderen verstecken. Warum kein Missing von Wayne? Lassen Drake in Ruhe. Gut. Mit der Waffe in der Hand. Nein, die lassen Drake nicht in Ruhe. Niemand widersetzt sich mir. Sehr schön. Machen wir den hier. Easy. Einfach weiter draufhauen. Ne, geh weg, WMF, geh weg. Lucky. Scheiße. Das war dumm. Das war halt dumm von mir. Ja, Veigar stirbt auch noch. Oh. Oh, sehr schöner Kill. Sehr schön gemacht. Das ist schön, nur Liebe. Nur Liebe, außer gegen den Streamer. Da ist Hate angesagt. Schmerz ist nichts. So. Ja, ich hätte die Ult auf Vel'Koz ballern müssen. Ich benutze Made des Streamers. Ja, du campst auch schon vor dem Stream. Also, man merkt schon, dass du hier schon wartest auf deine Belustigung, auf den Sad Crash Out, auf die 1.13 Plays. Ja. Also, das merkt man dir schon an, ne? Schaut, wann ich hier mal geschrieben habe. Du hast irgendwie um 1:13 Uhr irgendwie sowas hast du geschrieben. Ich habe da ein paar Uhrzeiten rausgepickt. So yes, little bit I see that. War die Vel'Koz irgendwie? Oh, wie ich den Veigar jetzt gerade gesaved habe. Never gank a losing lane, bro. Keine Überlebenden. Yes, gestealt. Da muss ich weg. Wir kämpfen, während Dinge reden. Oh, hier hat's eine Blume. Sehr schön. Good job. Good job, Team. Kälte kennt kein Erbarmen.
Sehr schön probiert. Erst ja nach dem Game über Nasenstecken beschweren, ja. Man kennt's. Ja, ja. Aber ey, das wurde mir immer wieder gesagt, wo ich mit dem Jungler geduert habe und ich reingeschissen habe, ich gank dich nicht, du bist am Losen. Never gank a losing lane. Dann auch irgendwie die Randoms die ganze Zeit, ne? Ich will jetzt nicht mich rausreden oder verteidigen für meine fotzenhaftige Charakterzüge hier. Ja. Shit. Habe ich noch versucht, mein Team zu safen. Lief ja semi. Lief semi, ja. Ich sollte zuerst Dornpanzer bauen wegen Nasus. Nasus hat versucht mit W dich zu slowen, ja. Der Brudi hat aber 282 Stacks schon. Ich brauche Red Trinket. So. Next Drake ist up. Ah, wir können noch nicht fighten für Drake. Wir müssen zuerst irgendwie die Lane hier gewinnen. Ich habe in 60 Sekunden, 23 Sekunden habe ich Ult. Ey, versuch da nicht drauf zu gehen. Nehmen wir uns, was uns gehört. Komm schon, hol ihn dir, Vega. Sehr schön. Vega? Holst du den Israel noch? Jetzt haben sie halt First Drake. Bergdrache. Komm schon. Ja! Volo, sehr schön. Oh oh. Mist. Ja, die Lilia holt jetzt, snackt sich die Kills halt jetzt. Ja, was nicht so gut ist für Nasus, by the way, aber Secho, ihr Passive sagt, sie kann nicht geslowt werden, daher macht es keinen Sinn, weh auf dich zu machen. Ja, du. Oder macht Platz für jene, die es Nicht jeder weiß das. starke Worte. Ja, ja, ich wusste es auch nicht, by the way. Stimmt, der hat eine Passive. Hey! Hier geht's um andere Randoms, nicht um mich. Hallo? Wozu mich sleepy timen? Ja, ja, komm, ihr macht das da schon. Lol. Was war im Viertel seine Mission? Ich sag ja nur, mit 1,13 habe ich gewonnen und TF war durch. So viel sag ich dazu. Ich werde mich nicht hinter dem Schild eines anderen verstecken. Ja, Lilia war da. Bam!
Die Seju regelt. Bam, bam, bam. Ja, ja, komm, Viertel. Lol. GG. Well played. Nur 1-4. Wir haben nur 4 Deaths bis jetzt. Schwäche werde ich nicht tolerieren. So, hier die große Krabbe mitnehmen. Die große Krabbe Pizza ist eine Pizza, sie schmeckt so wunderbar. Die große Krabbe Pizza ist eine Pizza, ich schmecke hier die Krabbe. Ah, da wurde gewardet, nice. Habe ich gleich wieder Ult ready. Ui. Er macht gleich Ult an. Ui. Wir kämpfen, während Feiglinge reden. Schade. Den nächsten Drake dürfen sie aber nicht haben. R. Einfach mal lassen. So, der Lili hat den Red gestealt. So, da rausflashen. Uiuiui. Ah, Mist, Mist, Mist. Die ich heute gesehen, nur die zweitbeste. Nicht hinterher. Nein! Scheiße. Hätte das gut gemacht. Ja klar, da hat auch keiner außer du Seju gespielt. Und dann bin ich nur der Zweitbeste? Hä? Alter, sag mal. Ich wollte da schon hören, dass ich großer Meister über King alles Mögliche bin. Da haben wir 2 Drakes verloren. Ey, es könnte noch sein, dass wir das Game joken, hä? Geht da zurück. Geht basen, Mann. Sehr schön. Das wollte ich hören. Sonst hätte ich jetzt geintet. Oh, fuck. Und ich inte tatsächlich.
2 Sätze nacheinander ist geil. Hey, moin Purple, wie geht's? Ein wunderschön, willkommen im Stream. Ach, die Lilia, die... Sleepy Time und tschüss, Blitz. Uiuiui. Shop, der hat wie viel Stacks mittlerweile? 414. Nächster Drake müssen wir haben. Sonst hätte ich. Ja, hätte ich. Ich tue ja nicht. Ich mache immer noch Pro-Plays. Zum Erobern geboren. Oh Gott. Platz für jene, die es tun werden. Tut mir leid, Team. Das war eine schlechte Ult von mir. Oh mein Gott, Alter, der Damage vom Vel'Koz ist real. Der burnt mich ja richtig krass durch. Sheesh. Das ist ja wirklich... Ey, dann wünsche ich dir ganz gute Besserung, Purple. Wie hast du das geschafft, dann deinen Finger zu brechen? Hey Lucky, was gibt's denn zu essen? Sehr gut. Team, ich komme und helfe euch! Oh mein Gott, der Vel'Koz. Ich werde mich nicht hinter dem Schild eines anderen verstecken. Schmerz ist nichts. Da ist ein Fiddle. Bleibt stehen und kämpft. Carbonara von Rana. Ich hoffe, sie schmeckt nicht. Da spricht der Hater aus mir. Schwäche werde ich nicht tolerieren. Vorwärts! Bra. Sehr schön. Geht leer aus. Let's go. Sehr schöner Fight. Sehr schöner Fight. Jawollo. Wir holen den Drake. Nice. Alle außer Nasus sind down.
Eigentlich müssten wir Baron gehen. Hm. Zu spät für Baron Call. Ja, zu spät. Wir kämpfen, während Feiglinge reden. So, holen wir noch den Red hier vom gegnerischen Jungler. Ups. Ich gebe hin. Hey Purple, schlaf gut, gute Besserung. Der Automod ist ein Hater, sag ich. So. Mein Keiler ist hungrig. Bro, der hat schon wieder den Slow probiert. So. Lol. GG, Alter, ja! 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 Ein Triple noch! Ja! Ja, Chat. Ja! Ja! GG, ey, danke, danke, danke. Einfach Jungle Diff. Es war wirklich Jungle Diff. Und zwar was für Jungle Diff, Alter. Trotzdem. Ey! Hallo? Ey, also dir. Lucky Bro, also, ey. Ich sag's ja nur. Und trotzdem hast du gewonnen. Ja, weißt du, ich musste ja den Gegnern auch eine Chance geben, ne? Siehst du, mit 15k Damage, weniger Damage als unser Support, kann man auch mal gewinnen, ne? So, heute ist wieder Elgato Ich Spinne Tag. Yes, baby, yes. Sei dir sehr gegönnt, so wie du mein Essen gönnst. Ey, sag mir doch, wie es war. Ich hoffe, es schmeckt besser und nicht so wie, Klo-Scheiße oder so. Carbonara von Rana. Ist das fix fertig? Ist die Carbonara von Rana, ist die fix fertig? So, Chat. Wir haben es geschafft. Wir haben Dingens. Wir haben Seju durch. Seju ist abgehakt. Champion gespielt. Bedeutet, wir haben 22 durch, noch 150 offen. Und ja, wir randomisieren wieder. Let's go, Chat. Ach du Heilige. Ach du Heilige. Challenge wird bis 2027 gehen. Warte mal, ich guck mal. Rana Carbonara. Die hier?
über 800 Kalorien. Ja, es sieht geil aus. Also, jetzt wirklich no shit. Ich finde, von Rana, die hier finde ich ganz geil. Die ganze Palette. Oder die hier. Lasagnenblätter von Rana. 10 von 10. Wirklich 10 von 10. Kann ich nur empfehlen. Wenn ich wieder nach Deutschland einkaufen gehe, dann hole ich mir Rana-Zeugs, wie, keine Ahnung was, weil in der Schweiz ist es einfach zu teuer. So, wir haben den Draven in der Challenge. Draven. 2 Euro. Warte mal. Ich zeige dir, wie teuer die bei uns sind. Guck's dir an. Visa Scam. 6,60 Franken für eine Packung Rana Tortellini Prosciutto. 6,60 Franken, Alter. Die wollen uns scammen. Die wollen uns wirklich scammen. Hier. 5,95. Bro, die wollen mich scammen hier in der Schweiz. Bruder. 10 Franken für eine Packung Ravioli, Bro. So, als Draven willst du nicht gegen Kalista spielen. Ey, Jungschen, ja? Der neue Champion wird dann auch in die A bis Z Challenge aufgenommen. Sonst wäre es ja keine A bis Z Challenge, sondern so eine A bis halbe Z Challenge. Nein, die werden den aufnehmen. In den Randomizer. So. Willkommen in der Liga des Die neuen Plural. Ja, ich gehe schon davon aus, dass die Challenge bis 2027 geht. Nein, ich wünsche mir, dass wir, wenn wir die Challenge noch ein bisschen, also ich will sie nicht künstlich hinauszögern, ne? Aber ich wünsche mir, dass vielleicht noch mehr Champions dieses Jahr rauskommen. Also der neue Champion, der lässt auf sich warten. Ja, dieses Jahr kommt nur einer. Ey, wollt ihr mich verarschen? Nur einer? Ja, dann ist easy. Dann sind wir vor 27 fertig mit der Challenge. Dann ist easy, guys. Ich hoffe, dass deine Kids färbt, damit wir das Ende auch noch mitbekommen. Der ist wild, wild, der Call. Der ist wild. Maybe werden meine Kinder in die Fußstapfen treten und Challenger erreichen. Beziehungsweise Ohrlang das mitbekommen. Ja, der Graf ist dann irgendwann mal so weit, dass seine Kinder in die Fußstapfen seines Let's Player-Vaters treffen werden. So, Draven noch nie gespielt. Gold. Ich bin schon Gold, Bro. Auf meinem Main-Account bin ich Gold. Da wird vielleicht nächstes Jahr sogar die Challenge sein, dass wir auf Platin spielen wollen. Auf Platin schwitzen. Ach ja, das ist krass. Ich schreib dir mal, wie mein Main heißt. Kannst du dir mal ein Bild machen.
Ey, aber du isst gerade ja Carbonara. Team Käse so viel wie Platz hat auf dem Teller oder bis alles überbacken ist? Oder Team, ich brauche ganz wenig Parmesan? Oho, Taco, hoi hoi. Ja, grüezi Taco, haben Sie ein bisschen Schweizerdeutsch gelernt? Und hi, Asimulius. Wer ist denn Team? Ich brauche wenig Parmesan. Frauen. Ich kenne sehr viele Leute, die nicht Team ganz wenig, die nur wenig Parmesan nehmen. Ich bin mittlerweile sogar so crazy abgedriftet, dass ich Proteinkäse drüber tue. Und zwar so richtig, dass es so richtig cremig vom fast Fondue-mäßig unterwegs ist. So, also, was machen wir bei Draven? So, der Noob muss schauen. Q Maxen. Aha. Aha. First Item. Okay. Wild. Naja, komm. Der Dorans Bogen regelt. Assimilius, if you don't speak that language, then please go to ChatGPT and learn German. This is a German stream and not an English stream, but I can also talk English if you wanna know English. Lol. Ich habe kein Dingens mitgenommen. Kein Barrier. Naja, egal. Hey, Marcy, was geht? Willkommen im Stream. Caitlyn ist noch da, ich bin kein einziges Level up. So, das macht mich schneller. Okay. Okay. Das, was er sagt, nur mit V. Ich habe gehört, Draven läuft man nie zurück, es gibt nur noch den Weg nach vorne. Also Draven ist eigentlich so ein Account, den man oft nimmt. Also Draven ist so ein Champion, den man oft nimmt, wenn man smurfen will. You know? Smurfst doch gerade, yes. So, I should go back. Sagt der Golfspieler in Bronze. Natürlich!
Es ist ja Smurfen, Bro. You know, Riot? In League of Legends, we call it Smurfing. Nein, Smurfen ist was wirklich Schlimmes, also. Ich mag's auch überhaupt nicht. Ich bin der größte Hater davon. Ich verstehe es, wenn man als Challenger einen zweiten Account hat, aber nicht in Low Elo irgendwas rumsmurfen, sondern schon halt auch. Besser wird es nicht. So. Ich hab bisschen, aber immer wenig Leben, Bro. Ich bin das Beste. Es kommt bestimmt irgendwo ein Rengo rausgegumpt. Schaffen wir wohl die Caitlyn? Ne, wir gehen back. Habe Äxte, suche Opfer. Aha. Da hat sie mich nicht mehr gehabt. Haha. Ich finde es am schlimmsten, wenn man auf einen Account von Freunden oder Geschwistern spielt und dann sich an andere boostet. Machst du das nicht auch? Also nicht boosten, du spielst ja auch auf einen Geschwister-Account, ne? Also jetzt no hate, aber Oder habe ich da was falsch verstanden letztes Mal? Zur gleichen Zeit boostet. Hey, da gab es ja auch einen Streamer, der sich irgendwie High Elo boosten ließ offline. Dafür auch gebannt wurde eine Zeit lang. Ich weiß nicht mehr, ich glaube Trimax war es. Weil ich auf den Accounts meines Bruders spiele mit Jungschen. Aha. Ja so, du Spaßvogel, du. Da kommt Rengo. Rengo geht wieder. Rengo kommt wieder. Unmengen von Blut, wohin auch immer ich gehe. Bleib zurück. Schicke Axt. Die nehme ich. Ja, Bro, let me farm. Let me farm, guys.
Gut, die trifft nix. Ups, und da laufe ich noch rein, ich Idiot. Ah, my bad. My bad, my bad. Das war wirklich my bad. Der Rengar war schlecht, ey. Also der Rengo ist schlecht vom Gegner. Aber ich bin schlechter. Fitix ist das. Fitix EOW. Top-Lane ist very good. 0-4 Rengar, Alter. Sheesh. Diesen Spuren folgt keiner. Und schon wieder ein Rengo. So. Nice. Alter, oh mein Gott. Wie ich das überlebt habe. Pü. Hier 2 Tipps. W gibt dir, glaube ich, Attack Speed. Wenn du deine Q aktiv hast, bis du Q wieder ready hast, kriegst du sogar zweimal deine Riesenaxt. Okay, also zuerst W und dann Q, oder was? Besser wird es nicht. Ne, Q aktiv halten die ganze Zeit und auffangen, dann kriegst du eine zweite. Jetzt mit Q eine zweite. Ach so. Bin ich gut. Yes. Yes, ich überlebe. Geil. Will kein Turbo von dir. Okay, schade. Ich nehme schon Turbo, also ich nehme auch Turbomate. Z. Exoptik. Warte mal, ich muss mal ein Dingens einstecken. Mein Headset, das hat ja fast keinen Akku mehr.
Ich glaube, da war ein bisschen Crack im Turbo, aber so. Z und Z. Raven mal wieder in Topform. Jongchen, ey, nee, Lucky, danke für dein gegiftetes Sub an Jongchen. Dankeschön. Kuss, Kuss, Kuss. Danke für den Support. Da ist ein GP. Wundern wir mich ein wenig. Diesen Spuren folgt keiner. Schade. Schade, komm schon, WW. Jawollo, WW, jawollo. GG. Mein Geld ist sauber, das nimmt Twitch. Du hast doch kein Schwarzgeld, du hast Weißgeld. Oho, Pole! Was geht, Bro? Alles klar bei dir? Ui, Z gegen Z. Wer gewinnt? So, schmeißen wir mal die Random Ult. Komm schon. Oh, nein! Oh, Herald. Nein, Herald. Nein, böser Herald. Habe Äxte, suche Opfer. Na, was mache ich? Ich habe 81 Farm. Ich bin so bad, Alter. Ich bin so goddamn bad. Jesus Christ. Wer hat hier Schmerz? What the fuck? Was war das? Was war das? Hä? Was war da los? Oh, was für ein sauberer Dodge von Z. Was war das für ein Draven, Alter? Ich bin Level 9! Ich brauch ein bisschen Farm. Herald und Blue wollten gerade eine kleine FFM mit dir machen. Ja, ich merk's. Mach aber nur mit einem Gangbang. Mit Z. Besser wird es nicht. So, random Ult schmeißen. Ich wollte gerade gecheckt, ich hätte den Prime nicht verschenken müssen von meinem eigenen Geld, hab bei Twitch noch. Crazy. Subtil? Ich bin nicht subtil. Oh Bro, die pushen ja hart.
Oh Gott, Alter. Zed nimmt mich auseinander. Sehr schön, BW. Warum geht ihr eigentlich zu dritt auf den los? Das war jetzt so unnötig von euch, Guys. Hawaii wird bei mir nach dem Buff vermutlich jetzt eher gebannt als Akshan. Also du bist in dem Fall Mitte Main, ne? So I guess. Welche Champion spielst du schon wieder mit? Ich hab's vergessen. Sei nicht neidisch. Bewundern wir mich ein wenig. Syndra, Xerax, Nafiri, Kata. Unmenge von Blut. Wo immer ich So, gehen wir auf den Zed. Holt sich Warwick. deren Spuren folgt keiner. Oh, what the fuck, Alter. Was mache ich da für Scheiße? Ich bin so schlecht mit Zed, Alter. Sheesh. Ace. Oh mein Gott. Mostly Syndra Xerath. Ey, Xerath ist crazy gut mit Syndra, ja, Xerath ist crazy gut mit, oder? Ich bin das Beste. GB Bot TP. Alright. Er hat mich GP aus dem Leben genommen. Es musste so kommen. 277. Das bedeutet aber, Hawaii ist eigentlich ein guter Counter gegen Xerath, ne? Alter, ich hab so wenig Farm. Okay. Die Gegner sehen auch nicht wirklich knorke aus. Schmerz bestellt. Ich brauche aber mehr Farm. Was war das mit Hawaii? Hawaii ist doch ein guter Counter von wegen gegen Xerath. Glück gehabt. Aber ist einfach super nervig, der schmeißt seine Spells überall hin, das ist egal wie weit weg du stehst. Lol. Das hat niemand gesehen! Das hat niemand gesehen! Das hat niemand gesehen.
Das hat niemand gesehen. Habe Äxte, suche Opfer. Oh mein Gott, Alter. Ich bin froh, wenn wir Draven durchhaben. Das ist zwar ein easy Champ eigentlich, aber ich bin so bad auf dem. Sheesh, das ist ja unglaublich. Das ist incroyable. Besser wird es nicht. So. Da kommt einmal die Draven Ult. Sehr schön. Der pusht Bot durch. Kommen wir auf die ganzen Mechanic Champions wie GP etc. Ah je, das wird traurig, ja. Bro, what the fuck, Alter? What the hell? Wir verlieren das Game noch. Weil GP einfach so eine krasse Sidequest macht. Ja. Der macht einfach die craziesten Sidequests. Warwick, look at the fucking map. Ja, ist so. Fiora, Irelia. Oh Mann, Leute, ich kriege jetzt schon Bauchschmerzen, wenn ich von den Champions höre. Kann ich aber mehr Tipps geben als sowas wie Draven. Kann dir erklären, wie die Animation cancels und so weiter. Es gibt ein Animationscanceling? What? Willst du mich verarschen, oder? Botlane Inhibs offen. That's really not cool. Ah, da ist eine Seraphine. Let's go. Oh, der GP, bro. Kuckuck. Diesen Spuren folgt keine. Komm, Z. Warwick, was machst du? Ah, Warwick, wirklich. Ah. Klar, Riven kann mit ihrer E beispielsweise komplett ihre Animation von einem anderen Spell canceln. Der Rengar wurde Demeter. Ja, der Rengar ist ein Demeter. 4,15, Alter. 4,15. Z steht 12,14. What the hell? Egal wohin man geht, ich bin das Beste.
Seraphine getroffen, okay. Da ist GP. Sehr schön. Ich push Botlane. Dann habe ich wenigstens was Gutes gemacht. Let's go. Gern geschehen. Wer hat dir Schmerz bestellt? GP ist gleich wieder da. Subtil? Ich bin nicht subtil. Das ist meine. Er wurde aus Deleted Demeter. Ja, das ist normal. Also Demeter ist ja deleted. Perfektion. Geht doch, good job. Props an mein Team. Props an mein Team, dass ich hier das Kanonenfutter spielen darf. Schau zu und lerne. Good job. Eye Control Spezi, wie geht's? Ein wunderschön willkommen im Stream. Er macht das Riven Ryzen. Ey, deine Autokorrektur ist wild, Bro. Lucky, ist wirklich wild. Sehr schön. Steht 2-10 mit Draven, Alter. Sheesh. Crazy stuff. Crazy stuff, guys. Sogar Lux hat mehr Kills wie ich. Bewundern wir mich ein wenig. Egal wohin man geht, War lange nicht mehr in deinem Stream, hatte auf Fuß-OP. Alles gut gegangen? genau so. Ja, geht doch. Wieder ein bisschen gecasht.
Schade. Die macht mich im 1v1. Aktuell noch. Ich gehe, glaube ich, ein bisschen auf Lifesteal. Bin ich nicht mehr so schnell weak. Uiuiuiui. Der GP aber, der GP könnte vielleicht noch den Set holen. Ja, nein, ist over. Caitlyn kann nichts hier gegen machen. Oh je. Yeah. GG. Mach eines deiner AD-Items, oder ist das deine Q? Ich hatte keinen blassen Schimmer, Bro, was meine Items machen und was nicht. GG, danke Lux. Das war Draven. Bronze 1. Bald in Silber, Leute. Alter, ich war irrelevant als ADC. Ich muss gerade gut was klippen, um nochmal nachzusehen. Du hast das Jungle Camp mit AOE geklärt. Also mit dem Item hier. Oder wie? Doppel Q so gottlos, was das für Caves gewinnen darf. Es ist einfach so geil. Ja, es ist außer, dass es einen Faden vergessen haben. Und jetzt entfernen die den noch nachträglich, den Faden. Oder wie muss ich das verstehen hier? So, Chat. Wir randomisieren wieder. A bis Z Challenge Draven ist erledigt. Es sind nur noch 149. Ja, ein 1.13 TF, ein 3.11 Draven, aber ein fast Pentakill-Checks schaffen wir nicht. Jetzt wird gerandomized. Let's go. Braum. Oh Gott. Braum, Leute. Es ist der Braum. Langweilig. Och nö, ja, Braum wird lustig Supporter. So. Chat. Ganz kurz. Ich muss ganz kurz Pipi machen. Und ihr wisst das, was das bedeutet. Wir machen hier kurz den Banger rein. Bis gleich, Leute. Bis gleich. Es folgt nun völlige Satire. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das findet. Yeah, it's Xerox Live. Chat, das wird ein Spaß. A bis Z Challenge Kalista in der Botlane. 0 zu 5 Minute 7, trotzdem schreibe ich All Plan. Ich spring wieder rein und der Gegner sagt Free. Und mein Jungler mutet mich direkt nach dem dritten Death irgendwie. Kalista hoppt durch die Lane wie ADHS. Meine Spears treffen nix, doch ich spam noch an the back. Chat, stopp. Doch Xerox Flash wieder rein und er sagt no trust me bro, gleich carry ich das Game. Ich lock Kalista ein, direkt schlechtes Gefühl. Doch der Zufallsgenerator sagt mir den Champ vor, also spiel ich dieses Spiel. Support fragt nach dem Loading Screen. Du kannst den Champ doch. Ich schreib ja safe, Bruder, ich lüge komplett hardcore. Echt, du Waves schon verloren, ich miss jeden einzelnen CS. Doch ich spam trotzdem Mastery, als wär ich wirklich impressed. Enemy Botlane sieht mich und denkt, das wird heute leicht. Weil ich bei jedem schlechten Trade noch aggressiver reingehe. Speere fliegen random durch die Luft wie Warnschüsse. Mein Damage komplett illegal, leider nur gegen Büsche. 0 zu 4 nach 6 Minuten, doch ich call noch den Drake. Während mein Team sich fragt, ob ich absichtlich so spiel. Play safe ADT, doch ich höre no going. Spring nach vorne wie ein Psycho. Bin tot, bevor ich drück. Chat komplett am Eskalieren. Bro, das ist nicht echt. Doch ich sag, Das war calculated. A bis Z Challenge Kalista in der Botlane. 0 zu 5 Minute 7, trotzdem schreibe ich All Plan. Ich spring wieder rein und der Gegner sagt Free. und mein Jungler mutet mich direkt nach dem dritten Death irgendwie. Kalista hoppt
Doch Serox Flash wieder rein und er sagt nur trust me bro, gleich carry ich das Game. Chat, wenn ich einmal ein Item hab, ist vorbei. 3 Sekunden später. Enemy double kill. Mein Support läuft unter Tower und bewegt sich einfach nicht. Der hat innerlich akzeptiert, diese Lane wird heute nix. Jungler komm, Botlane runter, sieht mein KDA. Dreht sich kommentarlos um und geht direkt wieder weg. Top-Lane schreibt Report NED. Midlane schreibt nur FF und ich steh 182, doch denk immer noch winnable. Fähigkeit perfekt, gegen die Wand, schwing in jedes Skillshot wie magnetisch angezogen. Kalista sieht bei Pro so krank aus. Bei mir sieht's aus, als hätte Mein WLAN Drogen genommen. doch der Chat bleibt aber jede Runde schlimmer wird. Jeder wartet nur gespannt, welcher End als nächstes passiert. Und irgendwie hat das Unterhaltung, wenn alles komplett zerfällt. Denn Serox feedet zwar hardcore, aber wenigstens mit Selbstbewusstsein. Kind of. Minute 12, ich hab Berserker und sonst leider nicht. Doch Serox sagt Chat, jetzt beginnt der Main Character Arc für mich. Ich seh den gegnerischen ADC allein 2 Pixel im Volk. Vielleicht direkt über die Wall, Bruder, natürlich war noch der Rest vom Team. Kalista hoppt hektisch rum wie auf 3 Liter Energy. Ich hoppocke so schlecht, das sieht aus wie Keyboard Democracy. 30 Spears im Tank und ich schwör gleich One-Shot ich ihn safe. Dann drück ich zu früh und mach gefühlt einfach gar kein Damage. A bis Z Challenge Kalista in der Botlane. 0 zu 5 Minute 7, trotzdem schreibe ich All Plan. Ich spring wieder rein und der Gegner sagt Free. Und mein Jungler mutet mich direkt nach dem dritten Death irgendwie. Kalista hoppt durch die Lane wie ADHS. Meine Spears treffen nix, doch ich bam noch am the best. Chat schreibt Stop, doch Serox Flash wieder rein und er sagt nur trust me bro, gleich carry ich das Game. Baron Fight, Minute 30, alle schwitzen Game. Komplett hart mein Team versucht zu pelen, ich spring einfach übertrieben, hab ich Seelen low als Space Robot und denke. So. Warum gibt's nur einen Song zu Kalista? Folgendes. Das Kalista-Video hat mein Mod gecuttet. Und sie hat sich da was Lustiges überlegt. Und hat dann halt einen Song darüber gemacht, weil, ne, bei mir wird man ja nie wirklich High Gameplay sehen. Und deshalb, der selbstironische Song für Unterhaltung war ein Testzweck auch. Und ja, Kalista war ich einfach komplett bad, aber ich bin, glaube ich, auch mit anderen Champions bad. Ja, das hat mein Mod. Aber wo ist der Mod jetzt? Wir wollen mehr Banger. Ich werde es mal ausrichten. Aktuell hat sie sehr viel um die Ohren. Sehr viel privates Zeugs und ja. Sie hat das freiwillig gemacht, ne? Ich bin nicht in der Lage, irgendwie Leute zu engagieren, zu bezahlen. Und ich selber, ich schneide, das Asia-Video habe ich ja geschnitten, ne? So als das Beispiel. Und ich habe halt einen anderen Schnittstil als sie. Und ja, dementsprechend kann ich solche Sachen auch nicht machen. Meine Gegenmaßnahmen Das sind geschweige bereit. denn die KI, also sie verwendet da gute KI-Tools. Und ich bin da nicht so talentiert, aber Banger-Songs, also Songs könnte ich schon erstellen, aber mit dem richtigen Videomaterial, ich glaube, da wäre ich zu schlecht. Das ist das Ding, Lucky. Ja, aber ich werde es ausrichten, dass es ein Banger-Song ist. Werdet ihr da mal schreiben? Wer weiß, vielleicht, wenn sie damit ein bisschen mehr Zeit hat, vielleicht kann sie da irgendeinen zweiten Banger raushauen. I don't know. Mal schauen, mal schauen. So, ich habe jetzt... Ey, Jungschen, ich habe natürlich... Hat ein Dude, der in Bronze rumgeiert, ein Riot-Account. Spenden kannst du für weitere Songs einrichten. Also ich werde meinem Mod natürlich auch was dafür geben. Das Herz ist der stärkste Muskel. Nicht nur Liebe und Support, sondern ja, sie müsste einfach nur mal irgendwie ihren Donation-Link mir schicken.
Weiß ja nicht, was für Contacts du hast. Ja, stimmt, mit 15 Jahren League of Legends Erfahrung sollte man eigentlich in der Lage sein, dass man ja solche Kontakte hat, dass man solche Kontakte auch pflegt. Weil alles andere wäre ja schlecht, wenn ich in 15 Jahren nichts erreicht hätte in League. Nein, ich hatte den maximalen Pain, dass ich mir einen neuen Account erstellt habe und den bis Level 30 gelevelt. Das hat mich nur irgendwie 128 Stunden gekostet. Ich habe mal nachgeschaut. Und ja, habe dann nach 128 Stunden konnten wir mit der Challenge starten. Da ich aber nicht alle Champions kaufen wollte, dachte ich mir, komm, ich hole mir Game Pass. Das ist das Einfachste. Da Forza 6 vor der Haustüre stand. Und ja, jetzt sind wir hier, wo wir sind. Spiel Brown gegen Vel'Koz. Haben wieder 57 Liegestütze. Wow, bro. Vielleicht auch durch andere Creator, zu denen du Kontakt hast. Ja, hätte sein können, aber die Creator, zu denen ich Kontakt habe, die meisten sind COD-Spieler gewesen. Ein paar League-Spieler. Und ja, also, es sind alles so ein bisschen kleinere League-Spieler-Creator. Was ich weiß von Riot ist, im August kannst du dich für das Riot Creator Programm bewerben. Die Mindestvoraussetzungen sind hart, I guess. Und Jungschen, du kannst dann im August ist ein Fenster offen bei Riot, kannst du dann für Accounts geiern. Mein Bruder hat mir eine Liste gegeben mit 11 Accounts. Die Creator, zu denen ich Kontakt habe, spielen Horizon Zero Dawn und sind Silber oder sind Gold. Ach nein, Bronze, eine HBZ-Challenge. Wild. Wild. Ich weiß, dass du mich meinst. Ich spiele aber Forza Horizon, nicht Horizon Zero Dawn. Wenn dann Forbidden West. Hallo? An euch beide. Leben ist gut. Lull. 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 What the fuck? Was geht hier ab? Was sind das für kranke Lobbys? Das sind wilde Lobbys. Und deswegen bin ich die Kommandantin. Keine Zeit zum Sorgen. Mit Braum bist du sicher.
That's crazy, was hier abgeht. Ich werde gewonnen, nur um dann runterzurennen. Ich lieb's. Ach Mann, ach Mann. Ja, ja, Leute. Wir starten mit dem Dudelsack. Supporter ist halt immer so eine Sache, ne? Wir können jetzt wieder... Brown könnte jetzt wieder eine Long Story werden. So, muss ein bisschen tankier werden. I'm a wonderful warden. Okay. Ich frage mich, ob die W auch. Ne, die W geht nur zu meinem Teammate. Aber wenn nicht, dann kriege ich einfach Magic Resists. Okay, okay. I see. What the hell? Der macht mit seiner Passiven einen Double Kill. Crazy. That was crazy. Und Shyvana halt nichts, nein. Immerhin habe ich einen Kill gekriegt. Das ist auch schon viel wert. So schlecht, das ist so schlecht mit einem Brown, Alter. Uff. Damn, son. Keine Zeit zum Sorgen machen. So. Selbst schwerste Tür kann geöffnet werden.
Aha. So, dann gehen wir back. Booty Boots. EMF macht das nicht schlecht. Ich hoffe, ich kann schnell wieder zu ihr stoßen. Cock ist da unten. Well geht hoch. Schade. Er hat hier drin gewartet. Warte ich hier noch. Keine Wards hier, okay, crazy. Gut, jetzt sind wir bei den Turret. Scheiße. Da war ich zu langsam. Aber es ist schon ein bisschen bad, dass ich immer die Kills kriege. Naja. Immerhin haben wir unseren Spaß in der Challenge. EMF nicht so. Aber das juckt mich ja nicht. So. Gehen wir mal zu Lux. Ich habe die Ult schön platziert auf den Knock. Ja, wow. What the hell, Alter. Der war wirklich schlecht. Schöner Slow. Da war er auch schon. Hm.
Let's go. I need defense. Bro, Shyvana, was machst du, Shyvana? Oh mein Gott. Alter, war die schlecht? Das war ja for real schlecht von der. Jesus Christ. Gut, von mir auch nicht besser. Du bist down, Shiva, MF. Lol. Oh je. Ich weiß nicht, wer er meint mit You-Feed, aber ist okay. Ist okay, Jorik. Wir teilen deine Meinung. Und schätzen es sehr, was du für geistigen Dünnpfiff von dir gibst. Komm on, ich will dich bespringen. Geht doch. Sheesh. Good job. Ich glaube, ich muss der Lux helfen, ne? Nein. Wir gehen back. Wir brauchen Support-Items. Was mache ich eigentlich? Warum bin ich so dumm und renne mit Braum da hinterher? Was ist das für eine wilde Idee von mir? Jetzt hier. That's crazy. Nein, warum aufgeben? Warum wollen die mal alle aufgeben? Jorik ist jetzt gegen Yasuo gestorben. Come on.
Zauber. Ach ja, Chat, ich weiß auch nicht. Irgendwie die Runde bin ich ein bisschen festgewarnt. Und want to play. Was labert der Jorik eigentlich die ganze Zeit für komisches Zeugs im Chat? Ja, die haben 2 Drakes. Ah ja, die haben durchgepusht wie keine Ahnung was, wie sein Urgroßvater. Ich weiß auch nicht. Ich muss vielleicht nochmal über die Bühne, wie man mit Brown spielt. Oh Gott. Ja, let them Drake. Warum gehe ich auch da helfen? Ich weiß es nicht. Das ist durch. Das ist durch, Chat. Ich weiß auch nicht. Irgendwie, ich glaube, wir sind in dem Game hier sind wir festgefahren. Da kommen wir nicht mehr raus. Und ja, ich muss die Niederlage sportlich sehen. Ich weiß auch nicht, warum ich hier so so deprimierend gerade bin. I don't know, aber das gibt's manchmal. Ich glaube einfach, weil es mich aufregt, dass ich mit Braun einfach nichts ausrichten kann. Ich weiß auch nicht, Braum ist so nicht so interesting. Ja. Du bist unsere Legende, ich bin der TF-Legende, die TF-Legende. Ich kann nicht überall sein, Digga. What the hell, Alter? Was habt ihr mit dem Yasuo angestellt? 1,8 Lux. Okay, ja, das erklärt vieles. Eine 1,8 Lux. GG, well played. Der Yasuo nur schreiben, easy as fuck. Und Yasuo für Smurf-Account, Digga. Lux, du warst einfach schlecht. Sorry to say. Komm, du kommst die erste Sekunde runter und nein, die Lux war wirklich nicht gut. Sorry to say, also komm hier, Yasuo. Warum honor ich ihn? Ah, er hat ja beleidigt. Ah. Ja, das war nicht so schlau von mir. Ich meine, ich habe fast mehr Damage als die Lux gemacht. Das ist crazy. Der hier schreibt easy as fuck. Die hier hat Teamsabotage gemacht und Botting, so. Rangmanipulation wäre auch wilder Bann. So. Chat, die Legende muss ich, glaube ich, ein bisschen wieder den Kopf frei trainieren. Wir haben jetzt wieder einige Tode abkassiert. Also wir sind bei wieder 66. Was hast du gegen deren Namen? Unangemessener Name. Ich weiß auch nicht, ich drücke einfach was. Mir fehlen da ein paar Begriffe wie hat nur noch getrash-talkt, denkt er sei Faker. Solche Report-Dingens, Report-Calls müssen da rein. Ne? So.
Wieder ein paar Liegestütze mehr. So. Mein Gehirn hat wieder ein bisschen mehr Blut im Kopf. Das bedeutet, wir können... Alter. Ich war mal bei 30, die ich konnte am Stück. Jetzt sind wir schon bei 25 runter. Puh. So, meine Form lässt zu wünschen übrig. Aber ich habe auch wenig Trizep trainiert. Trizep Brust die letzten Wochen. Oh. Yes. 2. Ey, das ist die zweite Runde. Deshalb 2, ne? Ich krieg meinen fetten Körper nicht mal von der Couch. Ey, hier steht's ja so schön, just do it. Just do it, ne? Einfach so. Musst du auch machen, einfach just do it. So. So. Irgendwas einfach Panik gebannt. Oh, Smoldy. Smoldy with Brown, hä? Silas! Auf der Botlane, maybe. Gucken wir mal, wen hier. Rand und Seth. Ja, natürlich Silas Botlane. Das Herz ist der stärkste Muskel. Uiuiui, oh, wieder Nocturne, Alter. Zed is back. Zed und Zed. Was für ein Fiebertraum kommen wir. I love it. Könnte nicht schöner sein, juhu. Juhu.
Ach, habe ich heute Glück mit den Spielen. Spam detected. Ich hoffe, du trittst auf Legostein. Auf Legostein du nicht Scanner. Smart detected. Cool. Der ist hardcore eingestellt. Uiuiui. So. Rein da. Brown und Silas, Alter. Silas Support, Brown APC. Jesus. Jesus. Silas OTP. Mit dem Faker-Skin. Wow, da hat einer ganz viel Kohle ausgegeben. Herzlichen Glückwunsch. Na, herzlichen Glückwunsch. Und Smoldy, LGBTQ Smoldy. Der burnt auch schön, ne? Silas und Brand. Ach, was für eine Fiebertraumlunde. Was für ein Fiebertraum. Naja, der Stun, er braucht zu lange, um zu stunnen. Ist meine Maus los? Komm, Silas. Tu es. Weißt du willst es. Nein, ich überlebe das nicht. Nein, ich habe zu spät den Keks aktiviert. Ist das dumm? Sehr schön gelöst, Smoldy. Diese Combo, guys. Crazy. Job. Smoldy ist tot. Glück gehabt. Hat aber erst 16 Stacks. Oh, good job, Smoldy! Good job.
So. Bewegen wir einen fetten Arsch mal in die Mitte. Vielleicht können wir ja was gegen Zed ausrichten. Schon zweimal gestorben, gut. Leben ist gut, nicht wahr? Ich mach mal den Wort hier weg. Mama sagt, ich soll nicht verlieren. Schade. Eine W wäre nötig gewesen. Ja, Smolder ist nicht der Beste. Obwohl, ich kann ihm nicht mal viele Vorwürfe geben. Jetzt ist ein WW noch da. Das, was wir brauchen hier, das ist es. Wir sehen uns. Zeig mir was. So. Autsch. Was bringt die Zukunft? Der ist da. Wir da um diesen Drake fighten, ist insane. Echo schafft's nicht. Was wollt ihr da? Oh, Mel, Norbig. Wie geht's, du Sauludi, du? Alles klar bei dir? Braun kümmert sich darum. So. Drake konnten wir denyen. Smoldy ist nicht auf Kurs, ne? Er ist mit dem Drachentraining nicht auf Kurs, der American Dragon. Ey, kennt ihr die Serie American Dragon noch von euch? Wer von euch kennt die, Chat?
Hey, nächstes Mal musst du sagen, wenn du streamst, Mel. Gehen wir zusammen. Oder nicht, du musst nicht Sponti machen, wir müssen mit Plan streamen. Nee, wobei, du bist ja so ein toxischer Mensch. Ich sollte mich von dir fernhalten. Was gab es Schönes für ein Spiel? Pass auf, Smoldy. Ich spinnt da meine Maus. Mausi-Punkt. An Cyberpunk 2077 geschaut. Ja, das ist wild, dass man vom Schauen sick wird. Job. Was worth it? Sehr schön. Alter, dieser Burn! Meine Fresse! Wie lange ich da gebrannt habe. Eieieiei. So, Dudelsack. Der Typ ist so jung und er weiß, was zählt. So jung, so schnell. Er ist auserwählt. Lasst euch nicht erschrecken von dem American Dragon. Alter, sheesh, Lucky, du kennst es. Jawollo. Ich hab so mitgefiebert bei der Serie. Sowas von mitgefiebert. Oh my goodness. Das war für mich so ein Highlight. Schön, dass ihr da 2 Wards platziert. Ui. Sehr schön. Sauber. Oh, wenn wir keinen Kill holen, dann müssen wir wieder mit Brown spielen. Hey, danke Patch. Ich hoffe, dort ist ein angenehmen Stream. Gute Nacht, schlaf gut. Danke fürs Vorbeischauen. Thank you. Und wie war Cyberpunk so? Hat Spaß gemacht? Warum baut er eigentlich nicht Essence Reaver, dieser dumme Smoldy? Schade, ich wollte den Kill. Hat man's gemerkt?
When I can't hold it in. 6-7. Ah. Wow, hat er mich betäubt. Danke, Mel, für den 6-7-Albtraum. Lizard, 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 lizard. Der Lizard! Ich habe mich gerade eingekackt, so laut war das. Das ist auch der Idee von Alerts. Die Idee. Halt, stopp! Jetzt reicht es! Hallo, nein, jetzt red ich. Lizard, 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 lizard. Ja, Idee von Sound Alerts. Lizard, 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 Lizard. Lizard. Da mache ich jetzt der ganze Weg. Ja, perfekt. Dann haben wir noch ein Handicap mehr. Lizard, 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 lizard. Ihr seid so krank, Alter. Ihr wollt mich leiden sehen. Ah, schade. Good job. Good job, Team. Ich stehe 0-5. Ich habe kein Kill. Nein. Ah, das wird was. Komm, wir holen uns Heartstone. High Five. High Five ist auch einfach nur zum High Five sagen. Dass du hier dein bist, so. Yo, Bro, Checker. Ey, Lucky, find's raus. Find's raus. Find es raus. Was komplett tilt ist. Lass mich doch nicht provozieren. Doch. Das ist die Idee dahinter. Mel, danke für die 300 Bits. Dankeschön. Kuss, Kuss, Kuss. Oh mein Gott, ich überlebe das. Gegen mich und Danny spielt der scheiß Hurensohn wieder das Game seines Lebens! Rede mal laut und ich bin Freund. Ich bin ganz gut, Bro. Das ist komplett ich bin Scheiße, ich bin zum Super Saiyajin! Siehst du, man schickt der andere vor. Ja, Jungs, hat's gut gemacht. Oh, Mel. Haut sie die Bits raus.
Nice, nice. Jetzt kommen die einzelnen Bits. Jetzt wird's die Mel aber wissen, hä? Mit den Bits. Yes. Are you hungry? Or hangry? Ich glaube, wir gewinnen das nicht. Wir haben keinen einzigen Turret. Roskis. Yes. Hab ich. Sehr schön. Okay, Taco, Taco. Hier werden die Emotes gespammt. Jawollo. Ich bin ein Pirat. Ah! Schade, aber wenigstens haben wir einen Turret. Immerhin haben wir den Turret. Den Tourette. Nice, Akali, nice. Wonderful. So ein geiler Carsten-Clip war das sogar live im Stream dabei. Ja, dann weißt du, wie der tilten kann, Bro. Wow. Er setzt Ulti für mich ein, obwohl ich schon fast down bin. Er ist ja so dumm. Egal. Mel, danke nochmal für 200 Bits. Dankeschön. Alter, 6-0 Set, Alter. Oh mein Gott, was ist hier für los wieder? Ich habe keine Lust mehr. Dieser Smolder hat 150 Stacks. Hey, ich glaube, man kriegt nur bei Subs Kanalpunkte. Also wenn man... I guess. Schweinerei, das kann ich nicht einstellen. Soviel ich weiß, das ist nichts etwas, was ich vorgebe. No. Oho, Mel, danke für den Gifted Sub. Dankeschön. Ich bete die Leute so hart. Yes, jetzt Honey wieder. Lizard, 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 lizard. Hier ein bisschen aufgeschmissen. Lizard, 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 lizard. Ja, Kali springt in ihr Verderben.
I can't hold it in! 6-7! Lizard, 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 lizard. Glück gehabt. For real Glück gehabt, aber diese Runde ist over, habe ich das Gefühl. Ah! Lizard! Lizard! 6-7! Ihr seid so kranke Schweine, wirklich. Ihr seid so krank im Kopf. Small D, what Lizard, are you doing? Lizard, 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 lizard. Ich werde getriggert. Ich werde sowas so getriggert. Das ist schon genug schwer, die Runde. Und dann wird man getriggert. Chill doch. Mama sagt, ich soll nicht verlieren. Lizard, 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 lizard. We're trying to Lucky Power. Lucky Power ist was? Was macht ihr hier für Sachen? Ich muss pennen. Hey Mel, schlaf gut, gute Nacht. Danke für die Bits, danke für den Sub. Kuss, Kuss, Kuss. Dankeschön. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Schlaf gut. Wir hören uns. Lizard, lizard. Toxic Menschen müssen genug schlafen. Ja, du bist so toxic, Mel, wirklich. Also weißt du, ich weiß nicht, ob ich mit dir befreundet sein bleiben kann. Du bist mir so toxic. Das ist toxic. I don't know. Aber vorher sage ich dir, 2 Monate vorher sage ich dir noch, dass du der beste Mensch der Welt bist. Na, bist du so toxic. Ja, Und ich banne und blockiere alle, die mit dir zu tun haben. Alle. Ist so ein toxischer Mensch. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, ey. Ich kann nicht mehr. Aber nee, ich schlaf gut. Oh, bro, what the fuck, Alter. Für mich alles usen. Alter, wie ihr den Set einfach nicht down kriegt. Das ist so insane.
es ist so insane. Geht doch, Ace. Und der Supporter ist der Einzige, der überlebt hat. Lul. So. Gucken wir mal, dass wir hier bis in die Base treffen können. Und ja, ich glaube, die Runde ist so, I don't know, Leute. Keine 10 von 10. So. Natürlich, sie sind alle wieder am Baron. Ihr wollt da nicht ernsthaft verzweifelt hin, oder? Oh, okay. Komm schon, den Silas holt ihr euch. Sehr schön, nur noch der Set ist da. Geil, geil. Aber, unser Small, die muss exekutieren. Ja, jetzt kann er exekuten. Sehr schön. Der nächste Drake müssen wir haben. Der nächste Drake muss es sein. Der muss es regeln. So, unser Drache erwache. Unser American Dragon ist jetzt endlich da. Nun regelt er das. Die Runde geht genug lange, damit die Gegner nicht mehr etwas ausstellen können. Bist dumm. Fighte doch nicht den Zed. Fighte ihn doch nicht. Warte, bis er die W draußen hat. Ja, hier kann ich nichts tun. Außer sterben. Ich habe mal schnell auf 232 erhöht. Not bad at all. Hatte Glück, dass er... Der Warwick. Und ist down, der Warwick. Schöner Execute. GG. Well played. Wäre das Small da nur schneller mit dem Executen vorangekommen. Ah, ja. Der Brand war nicht schlecht, aber Brand Silas Support. What the hell? What the hell, Alter, der Echo war ja, der war nirgends. Und der gegnerische Jungler war auch nirgends.
2 Zehner da. Okay, LeBlanc ist jetzt im Mittel. Okay, okay. Ja, gut. Ja, I'm a dreamer. Yeah, I'm a dreamer, of course. Dreamer, du. Nice, very nice. So. Let's go. Wieder Braum. War nervig. Xerath-Bahn, wichtig. Kommt das jetzt noch irgendwie so ein beschissener Champ, der man so... Okay, ja, so Bahn. Kali Timo, Morgana. Interessant. Wirklich interessant. Nunu Jungle! How to play a Nunu mid lane. First, roll your balls. Boom! Oh, Nami wird nervig. Das wird richtig nervig. Tristana Toplane, Jhin Bot. Wieder kein Tank, Alter. Und eine Kata. Das Herz ist der stärkste Muskel. Schauen wir mal. Mal kurz durchlüften hier. Weil. Liegestütze waren es nicht. Vielleicht ist es die frische Luft. Oh, der Talerhuhn. Jungle, Kata mit, Malphite top. Ach, das wird wild. Das wird anders wild, Chat. So, let's go. Warte mal, wir müssen bei 51 sein. So. So, haben wir wieder OTP? Nee, doch. MF.
Wisst ihr was? Ich gehe als First Item Hardstyle. Okay, dann gehe ich Full Tank, nicht Full Tank, also nicht Tank Support, sondern Full Tank. Das könnte was werden. Talahun, Kata, MF. Der Malphite wird versuchen, mit seiner Ulti alles zu reißen. Dann habe ich aber meine Ult. Maybe wird das eine gute Combo. So. Wieder zumachen. Darf ja nicht so gute Luftqualität haben. Das ist eine Challenge und nicht irgendwie eine Wohlfühloase für uns. Hier wird gechallenged. Der ultimative Pro-Legend Digi Bro. Kann nicht mal mehr richtig reden, Guys. Was ist denn los mit mir? Die sind bestimmt hier drin. Lass mich einfach zu viel Free hitten. Ich glaube, das ist das größte Problem. Wenn ich mich am Anfang nicht so oft free hitten lassen würde, dann hätten wir eine gute Chance, aber ich will halt rein. Rumo, danke für dein Follow. Willkommen in der Knoppersami. Ein wunderschön. Dankeschön. So. Mal. Da habe ich meinen Keks bekommen. Crazy, mal einen Streamer aus der Schweiz zu finden. Hey, ja sicher, sicher aus der Schweiz. Wir machen einfach ein bisschen viel Hochdeutsch, weil wir auch unsere deutschen Kollegen da dabei haben. So. Aber hey, wie geht es dir? Alles klar? Hier mal Warden. Shielden. Vielleicht wäre es nicht schlecht, wenn wir backgehen würden. Uno will da rein. What the fuck, Alter? Und wir kriegen keinen, hä? Hä? Sag mal, seid ihr dumm, dass ihr die Nami da nicht gekriegt habt? Hä? Digga, was?
Digga. Was? Ach du Heilige. Ey, ja, bei mir alles fit. Die Challenge lief bis wir Braum gekriegt haben. Relativ gut heute Abend. Jetzt haben wir Braum und da läuft's relativ holprig. Aber so ist die Challenge. Ne? Wir müssen mit jedem Champion so lange spielen, bis wir einen Win und einen Kill holen. Und das kann halt durchaus relativ painful werden, ne? Und Supporter, die keinen Schaden machen, das sind halt nicht so meine Mainies, ne? Sehr gut, sie hat die Bubble geused. Ja, und bei dir sonst? Wie warst du League am Grinden? Gott. Stirbt noch. Triss macht aber alle Dingens den geilsten Job, Alter. 6-0 steht die. Full AP, Bro. Nix Full AP, Bro. Immer diese Troll-Calls hier. Wir spielen Full Tank. Nix da mit Support-Items. Ich habe jetzt die ganze Zeit mit Support-Items gespielt. Das hat keinen Sinn ergeben. So. League läuft seit 2 bis 3 Tagen gar nicht mehr. Hatte 2 Games gemacht und absolute Katastrophe wie das Wetter momentan. Hab dann einfach auf WoW geswitcht. Oh, das ist auch ein geiler Switch. Da bin ich auch schon lange nicht mehr drin gewesen in WoW. Aber ja. League, es gibt Phasen, wo League brutal gut läuft. Da macht Spaß, da kannst du wirklich auch Troll-Picks machen. Dann gibt es Tage, da läuft es überhaupt nicht. Man muss zwar immer ein bisschen dranbleiben, aber ja, sonst ist okay. Die hat jetzt hier gewartet, die Tante. Ja, Bro, komm doch zu mir. Ach, ja, ich kann auch zu Minions hopsen. Ich war auch lange nicht mehr drin. Hey, Pulle, wann warst du das letzte Mal bei League? Ich würde tippen, bestimmt seit über einem Jahr, ne? Kann das sein? Besonders ich als ADC Main habe sowieso keinen Spaß, wenn ich da plötzlich einen 10-0 mit 11-0 Midlaner kommt. Oh. Ah, fühle ich, Bro, fühle ich. Fühle ich. Was spielst du denn Botlane so, also für Champs als ADC? Sind so deine Mains? Gut zu wissen, dass ich zu Wards hoppen kann.
Diese Scheißen. Wow. MF hat ihre Ulti verballert. Lul. Je dunkler die Nacht, desto heller die Sterne. Nächster Drake ist in 3,5 Minuten ab. Okay. Lul. Wenn du ein Problem hast, komm zu mir. Back. Boah, der Heuschnupfen kickt wieder rein. Weil das bei uns das Wetter sich so bessern wird. Und wir bald wieder schönes Wetter haben. Dann muss ich wieder die Tabletten nehmen. Hat jetzt die letzten Tage nicht mehr so gewirkt. Ja. Mal schauen. Ich hoffe, wenn ich sie ein paar Tage nicht nehmen muss, dass sie dann wieder besser wirken. Weil aktuell ist es gar kein Spaß mehr mit den Pollenallergie, mit der Pollenallergie. Das macht null Spaß, Leute. Ich wünsche das niemandem. Nicht eine Pollenallergie, sondern eine Pollenallergie. Ich hätte sie nur noch einmal hitten müssen. Crazy. Keine Zeit zum Sorgen machen. Good job. Lol. Dass er da nix hinkriegt, I don't know. Was mache ich da auch? Du musst auf einen Minion-Jump Q auf den Gegner machen, dein Schild hochhalten und dann versuchen mit Autotext 4 Stacks zu bekommen, um zu stunnen. Ah, hört sich nach einem guten Plan an. Hast du noch nicht mit Xerox Bekanntschaft gemacht? Der 1,13 TF geht oder 3,11 Draven. Moments würde ich sagen Twitch hauptsächlich, dann noch so Xayah Smolder. Smoldy! Ach, ich liebe Smolder. Ich liebe den Champ. Ich habe den jetzt für mich entdeckt. Also Smolder Midlane. Hört sich nach einer wilden Kombi an, aber ich feiere den Mitte. Der Fisch muss weg. What the fuck, Alter? Was macht ihr da? Was machen Sachen? Momentan auch viel Brand. Also Brand AP Carry? Oh, schön. Looks fine, looks fine. Brand ist so ekelhafter Champion. Mit seinem Burn, was der alles aushält und verteilt. Also nicht aushält, sondern was der für einen Burn verteilt.
Bro, wir sollten vielleicht hier... Ja, you know. Bro, also wirklich. Warum gehe ich worde den Drake nicht mehr fürs Team? Das ist komplett Selbstmord. Das ist kompletter Selbstmord, Alter. Dass da mein Team einfach nichts tut und sagt, ey, scheiß auf den Supporter. Ist ja nicht so, dass die Kata 10-4 steht. Ist ja nicht so. Das ist einfach wild wieder. Irgendwann hast du so viel Braum gespielt, dass du von Aurelion auf Braum auf Main wechseln kannst. Also, dass ich Braum Mitte spiele. Oh, fick dich. Mach selber. Real. Bro, what the hell? Die wollen mich Tower diven. Alter, wow! Warum hat der Nuno so gar kein Leben? Hail of Blades, Bro. Was willst du? Du machst so... Du schreibst so Troll-Item-Picks rein, das ist unglaublich, Pole. Wirklich. Crazy. Es geht hier nicht ums Trollen, hier geht es darum zu gewinnen und wenigstens einen Kill zu holen, damit wir den Champion durchhaben. Die Runde war am Anfang so nice, aber keine Ahnung, Alter. Kata ist zu stark, ja. I don't know, man. Da ist ein Talerhuhn. Der flüchtet. Was die Lissandra fighten will, I don't know. So, wir zuerst einmal ein Turret. Dann versuchen wir das Game noch zu drehen, Alter. Sich niemand für Toplane schert. Das ist unglaublich. So, und jetzt wird Toplane gefightet und Nuno verliert den Fight.
Jesus Christ. Jesus. Ja, das ist normal, dass die in die falsche Richtung ist. Ich finde deinen Challenge ja gut, aber unpraktisch, wenn man dann Char nicht versteht. Das ist normal hier. Hier werden noch viele Champions nicht verstanden. Lol. Lol. Und von hinten kommt die Karte, wann ich nicht schaue auf die Map, ich Idiot. Mein Team hat Baron getötet. Geil. Lol. Lol. Wie jetzt? Zu mir kommt ein Fick dich mal selber, aber da gibt's nichts, finde ich. Hier die Verteilung der Beleidigung ungerecht verteilt und fordere eine Beleidigung gegen alle. Okay. Weil Lucky das fordert, fick dich, Pulle. Fick dich, Pulle. Fick dich, Jongchen. Fick dich, Mel. Fick dich, Patch. Fickt euch alle. Ihr seid so kleine Trollers heute. Kauft ihr das bald? Macht ihr den Backseat? Macht euch das hier? Doppelt F, Triple F, immer eins mehr F. 6, 7 F. Ich hab gerade einen krassen Mundo aufgespielt. Du bist schlecht. Du bist schlecht mit Mundo. So. Jetzt haben wir wieder die Beleidigungen verteilt. Du bist heute der 10. beste Mundo, den ich gesehen habe, Jongchen. Ja, Bro, er ported back. Tis Nuno, Alter. Tis Nuno! Pinkt, ja, komm Drake und macht Drake. Geht da nicht mal Drake. Geil, GG. GG, Nuno. Die steht 20,6, Alter, die Karte. Die ist hardcore am Smurfen. Kriegt uns alle auseinander. Der 15. Beste, er stinkt auch etwas. So. So, müssen wir schauen, wie wir das
Musst schauen, dass wir das gewinnen. Ja, ich merke es, Jungs. Es stinkt bis hierhin. Finally. You get it. You get it. Very good. Ey, hallo, könnt ihr den Talahun? Dankeschön, dass ihr den Talahun noch gekillt habt. Dankeschön. Talahun. Au. Der Fisch, die Fisch-Ult. Der Fisch. Nunu ist down. Oh, er rettet sich. Wie er sich rettet. Bro. So einen guten Nunu habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Oh mein Gott. Junge, Junge, Junge. Wie kann ein Nunu nur so gut sein? Lecco mio. Der spielt das Spiel seines Lebens. Oh mein Gott. Danke, dass ihr mich verkauft. Dankeschön fürs Verkaufen. Du kleiner Bastard. Danke fürs Verkaufen. Ach ja. Aber nicht ein tolles Team. Du siehst ja im Titel, dass wir keinen Skill heute haben. Hier wird nicht, hier wird keiner geghostet, hier sieht man nur keinen Skill. Das ist der Titel des Streams. Huh? You know? Bro, Nuno, du bist so schlecht. Du rennst da immer rein und runter, rauf und runter. Wie so jemand, der Nierenstein loswerden muss bei der Treppe, Alter. Wie ein Marathonläufer. Digi, das ist nicht mehr feierlich, was der macht. Der nächste Drake ist gleich ab und unser Nunu ist down. Wonderful. Oh! 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 Komm schon, die Kata! Bro, dieser Nuno, dieser Jin. Ich stehe auch schlecht, aber ja. Als ich für jedes Mal down gehen musst du einen Donut essen. Lass mich zum Fettsack machen. Never. Je dunkler die Nacht,
Ach, was ist das wieder für ein Game, Alter? Ja, dann hau eine 100er Subbombe raus und dann können wir drüber reden. Sehr schön. Nehmen wir uns den noch vor. Ist das AD Hybrid-Karte? Hey, könnte sein. Selbst schwerste Türen kann geöffnet werden. Brudi. What the fuck are you doing, Nuno? Ey, guck mal, das ist Full AP, Kata. Ach ja, wir spielen wieder Aram Mitte. Sehr schön. Fucking interesting. Du bist down. Warum bin ich hier alleine? Bro, what the hell? Ja, ja, Lissandra, es ist der Support. Ja, ja. Wie immer. Es ist immer der Supporter. Ja, ja. Ich lieb's einfach. Meine Fresse, Alter. Meine Fresse. So. Come on, diesen Drake müssen wir haben. Ich tanke auch zur Not. We have no jungler. That's the main problem.
Ja, das ist das Problem. Ein Schild blockt allen Schaden, auch Kata. Jetzt weißt du, wenn man nutzen muss. Ja. War so eine gute Runde. Anfangs. Jetzt das. Nö, gebe ich jetzt nicht auf. GG, well played. So. Mit Abstand eine richtig baddie Runde von mir. Die Kata hat es einfach gemacht im Gegnerteam. Naja, so kann es gehen. Ja, ich habe sogar fast mehr Damage als unser ADC gemacht. Das kann es auch nicht sein. Fast mehr Damage als unser Jungler. Crazy. Kata hat das Game gecarried mit 31 Kills. 31 fucking Kills. Ich wollte es nur mal gesagt haben. Rengar Main. Mhm. Crazy. Ja, und unser Jhin. Das ist bestimmt erst so Level 30. Bro, schämst du dich eigentlich nicht? Bro. Bro. Nuno. Digga. Naja. Was soll man machen? Ja, neuer Patch ist draußen. Man merkt ein bisschen gewisse Tendenzen mit Silas und so. Ja, es ist halt immer noch alles Low Elo, von dem her. Hier ist alles möglich. Habt's gesehen, ein 1.13 TF ist möglich. Ein 3.11 Draven ist möglich, ohne Probleme. Mein Team carried und würdet ihr nicht so throwen, wären wir schon längstens fertig mit der Challenge. Ey, aber ich bedanke mich vielmals für die ganzen Gifted Subs, Bits, Follows. Danke fürs dabei sein. Chat. Ne? Ich hoffe, eure Carbonara kommt noch beschäftigt euch noch die ganze Nacht. Demher, ich gönn euch Bauch, Beine, Po, Schmerzen. Und ja, wir sehen uns spätestens nächsten Mittwoch, wobei I guess Freitag habe ich zwar Event am Abend, aber ich schau mal, vielleicht Freitagabend oder Samstag. Irgendwie so um den Dreh. Aber ich würde es schreiben. Ich würde es noch posten. Auf YouTube würde ich es posten. Demher, hey, danke fürs dabei sein. Habt noch einen schönen Abend.
Genießt die Int-Games. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Tschö mit Ö und ciao, Kakao.